Seid ihr bereit? Sind wir schon live? Ja. Habe ich noch Krümel? Warte, ich mach dich mal sauber. So. Kann ich die Kamera Maske? umschalten jetzt? Okay. Moin Leute, Moin. herzlich willkommen. Hamburg Hafen Live ist wieder da. Was ist denn hier los? Das ist wie ausgestorben hier im Hafen. Ich Vor allem, was dachte, ist denn mit dir hier los? Was da? ist denn hier? Eine Dame steht hier. Eine. Oh! Hello, my friend. Ei. Grüße zum Weltfrauentag. Und da sagst du, was ist hier nicht los? Die Frauen sind alle Party machen. Die sind Party machen. Alle auf der Reeperbahn. Ja, das weiß ich jetzt nicht so genau, Ja. aber sie sind auf jeden Fall nicht hier vor Ort. Alles Gute zum Weltfrauentag. Kommt vielleicht noch. Paddy mit seinen Angels. Oh, die Hamburg Hafen Live Hast du aber was Angels. Schönes für uns mit? Ja, ein Stück Kuchen. Ja, den Anja gerade mitgebracht hat. Nee, ist klar. Ja, Er hat mal wieder nichts, wie immer. Ja. Aber wundert dich aber das ist das nicht Wahnsinn? Also es ist gefühlt noch vor wenigen Tagen haben wir AIDA immer irgendwie kalt, dunkel Ja. beim Auslaufen und jetzt schon wieder Lichtschutzfaktor 50. Oh, besser kann es gar nicht kommen. Es ballert wie verrückt. Ja. Sie soll um 17 Uhr rausgehen. Hat Naja, mir der du- Lotse bestätigt, Wollte aber letztes Mal ja auch, ne? ja, der Lotse hatte so ein bisschen an Glaubwürdigkeit letztens eingebüßt. Aber lassen wir ihn mal durchgehen. Lassen wir ihn mal durch. Und ich glaube, ich habe auch eben schon irgendwie ein Lotsenboot gesehen, was darüber ist. Also schauen wir mal, ob das wird. Und und wenn sie dann wirklich um 17 Uhr rausgeht, dann können wir danach vielleicht, wenn ihr Lust habt, noch so ein bisschen Sonnenuntergang genießen. Ja, also ein kleines Ich muss Stößchen noch und so. zur Party, sorry. Oh nein! Ja, aber so lange dauert das ja nicht mit dem Nee, das stimmt, Sonnenuntergang. hast du auch wieder recht. 18 Uhr ist sie weg, die alte. Ach so, ja, Ja. dann, das passt. Das passt, So, ne? ich schalte erstmal die Kamera um hier. Können wir auch gleich den obligatorischen Pegelcheck machen. Was zeigt der denn an? Oh, wir haben Ebbe, ablaufendes Wasser 43 Zentimeter. Auch richtig krass. Hier ist wieder, hier vorne vor dem Dockland ist wieder richtig krasse Ebbe. Ja. Kann man jetzt hier gar nicht irgendwie so richtig sehen, ne? Nee, Aber machen wir doch mal den Schwenk rüber. Also es ist auch nicht wirklich viel los. Wir müssen uns mal wieder auf die Ausflugsdampfer und den Fährverkehr verlassen, was so den ganzen Sekundärschiffsverkehr angeht. Aber ich sehe zumindest da hinten einen Container, der am Tollerort durch die Gegend fliegt. Das ist ja vielleicht schon mal gar nicht so verkehrt. Da können wir zumindest gleich mal rübergehen und mal gucken, ob wir da ein bisschen Lade- und Löschoperation entdecken. Oh ja, da ist gerade der Container abgesenkt worden und im Hintergrund sehen wir die AIDA Nova. Alle, die regelmäßig zuschauen, wissen natürlich, wo wir stehen. Wir stehen heute mal wieder auf dem Dach vom Cruise Center Altona. Und ich bin echt mal gespannt, ob hier gleich noch ein bisschen was los ist. Also als wir letztens hier waren, waren bestimmt 100 Leute da. Und ja, aber vielleicht wissen die alle nicht, dass sie früher rausgeht. Aber ist nicht irgendwie Ferienzeit, Hamburg? Ja, Ferien ist, genau. Seit dieser Woche sind Frühjahrsferien. ja, also ab Montag. Also, Ach so, okay, Ja. aber dann zählt das ja jetzt eigentlich da Ja. schon mit rein, oder? Absolut. Du, Absolut. sag das mal nicht so laut. Gleich kommt hier die Invasion, du. Gleich kommt ein Bus und dann ist hier vorbei. Andi, der Sattelschlepper, haut gleich mal 5 Schweizer Franken raus. Und das geht an alle Mädels im Chat. Er sagt alles Gute zum Frauentag. Dankeschön. Danke. Heute feiern wir die Mädels. Kommt der Brigitte nachher noch? Ja, die ist unterwegs. Die ist unterwegs. Ja, keine AIDA-Verabschiedung ohne Brigitte. Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Guck mal, die Jenny vorhin, bevor Streamstart, ist sie Reeperbahn-Mitglied geworden. Jenny, ganz lieben Dank. Dankeschön. Herzlich willkommen an Bord. Und wer ist natürlich auch da? Hansi. Hansi ist heute mit Kamera unterwegs. Ich habe schon ein Foto gesehen von Mike und Hansi. Die machen Chipspotting am Rhein. Ja, Auch schön. Ja, das ist, ich glaube, auf die ganz großen Pötte müssen sie heute verzichten, ne? das ist so ein bisschen wie Planespotting in Oberursel. Mach mal so. Was, habe ich da was hängen? Ja, Oh. sag mal. Das war ein Fisch. Haben wir denn eigentlich die HD-Schminke Warte mal. heute dabei? Die HD-Schminke. Ja, So. für hochaufgelöste Bilder. Ist es. Brauchen wir nicht. Wir sind so wunderschön. Naturschön, Wir ne? sind Naturschönheiten von der Elbe. Na dann. Ich muss mal ganz kurz in die Runde fragen, passt der Ton so vom Pegel oder habt ihr das Gefühl, dass es lauter oder leiser ist als sonst?
Das würde ich gerne mal wissen. Oh, guck mal, wie voll die Fähre ist. Da ist ja richtig Halligalli. Richtig voll die Hütte. Ja, bei dem Wetter kein Wunder. Ist denn heute eigentlich mein Loveboat Fährmeister dabei heute? Ja, das hoffen wir ja, ne? Ja, Der gute vielleicht. Kinox? Ja. Ja, vielleicht sehen wir ja das Loveboat nachher. Also auf jeden Fall kommt da etwas Schnelles um die Ecke. Das sieht schwer aus nach Pilot Boat. Und ich würde mal sagen, da wurde gerade ein Lotse auf der Aida Nova abgesetzt. Ton ist okay. Okay, ganz lieben Dank für das Feedback. Ja, es ist halt so, eigentlich gibt es keinen Stream, ohne mal wieder was gefummelt zu haben. Ich hoffe, dass wir das heute hinkriegen hier. Ich habe natürlich mal wieder die Schnauze aufgerissen und gesagt, komm, heute machen wir mal 4K 60 in Ultra HD. Heute wolltest du es aber genau wissen. Heute ne? wollte ich es genau wissen. Deshalb frage ich ja, ob du auch deine HD-Schminke dabei hast, weil du wirklich jede einzelne Falte siehst. Ja, aber dann zoom mal nicht so doll auf uns rauf, das ist nicht so gut. Aber wir sind wunderschön. Mal gucken, ob das hält. Von der Leitung her. Toni schreibt, bis 900 Kilometer ist der Ton okay. Okay, wenn das in 900 Kilometer Entfernung noch ganz gut ankommt, Also dann kann das nicht schlecht sein. dann könnte das ja wahrscheinlich auch in 2000 Kilometer Entfernung noch gut sein. Klausen schreibt, auf dem Rhein sind nur Loveboats unterwegs. What? Dann müssen wir da mal hin. Ja, finde ich auch. Aber wir wollen doch eh einen Ausflug nach NRW machen, wir beide, ne? Das stimmt. Schon ganz bald. Wir wollen mal in Ruhrpott. Hundeliebe ist jetzt bei uns auf dem Kanal ein neues Mitglied. Dankeschön. Oh, und wir können wieder, was? Nee, alles gut. Ach so, ja, doch, ich sehe gerade, ich muss die Einblendung, irgendwas ist da wieder kaputt gegangen. Kommt aber sofort. Die Einblendungen habe ich gerade wieder kaputt gemacht. Ich weiß auch gar nicht, warum der sich das nicht merkt. So, Moment mal. Hä, das habe ich doch letztens schon umgestellt und dann hat er sich den Mist nicht gemerkt mit den Einblendungen. So, ich hoffe, jetzt passt. Danke für die Erinnerung. Ich muss mal zwischendurch noch mal von meinem Kuchen abbeißen, tut mir leid. Mensch, jetzt hab ich das Flugzeug verpasst, was hier vorbeikam. Ja, auf der Warum Fähre ist merkt er sich denn diese Größeneinstellung nicht? Also jetzt müsste das eigentlich passen mit den Einblendungen wieder. Pack das mal bitte auf die Checkliste, Schwester Hansen. Was jetzt ganz genau? Banner-Einblendung für 4K checken. Ah, ja, gar kein Problem. Hast du es dir notiert? Ja, schreibe ich ihm direkt. Herrlich. Mensch, was haben wir wieder ein Glück dieses Wochenende mit dem Wetter, ne? Ja, ist echt super. Das ist echt super. Oh, das C oben bei der Temperatur ist auch nicht richtig, aber das fummel ich jetzt nicht hin. Das C von der Gradzahl. Ich hoffe, da könnt ihr mit leben, sonst blende ich das einfach gleich komplett aus, die Uhrzeit. Also Und- ist auch eigentlich gutes Wetter. ja, Die Uhrzeit ist eigentlich eh egal, Ja. oder? ja, ja. Andreas sagt, er sieht jede Kippen auf im Deck. Dann sieht auch jede Falte an, ja. Das macht nichts. Ich bin ja so innerlich schön. Ach so. Das sieht ja eh keiner. Ja, es fehlen Oder mir kann natürlich. Kaffee auch in mich reingucken. Es fehlen mir ein paar Tiere, aber ich kann mit ein bisschen Möwenkacke auf dem Poller dienen, falls euch das irgendwie hilft. Marika fragt, ob wir auf Deck 7 sind. Nein, sind wir heute nicht. Nein, wir sind
hier auf dem Dach vom Cruise Center Altona. Rainer haut 5,99 raus und sagt, Paddy E43, ist das nicht Ebbe 4,30 Meter? Nee, das ist 43 Zentimeter heißt das. Also ich gehe noch mal schnell zurück, dann können wir das gerade noch mal klären. Also, oh, jetzt sind wir schon bei 39 Zentimetern. Also das ist ja eine relative Angabe, das ist quasi ein mittlerer Pegel. Und das ist immer nur das, was man auf den auf den mittleren Pegel drauf addieren oder abziehen muss. Wenn ihr eine Seekarte nehmt, dann findet ihr in der Seekarte einen Eintrag da steht zum Beispiel, an dieser Stelle ist es 10 Meter tief. Und wenn hier eine 38 steht, dann ist es da jetzt gerade 10,38 Meter tief. Ja, wenn da zum Beispiel nachher eine 400 steht, dann ist das 4 Meter, dann ist es da 14 Meter tief. Aber diese Angabe ist in Zentimetern. Hinten am Seemannshöft, da ist noch eine Angabe, da ist sie in Dezimetern. Was wir heute wieder lernen hier, das ist ja sensationell. Sensationell, ne? Ja. Sensationell, ja. Unbelievable. Ja. Ja, Sachsen-Uwe ist seit 2 Monaten dabei. Uwe, ganz lieben Dank dafür. Schön, dass du schon so lange dabei bist jetzt hier. Und der Mike auch nochmal 2,49. Dankeschön. Dankeschön. Mimimi. Mimimi. Ist neu auf dem Fischmarkt. Herzlichen Dank. Ja, und Rainer, 5,99, das hatten wir gerade schon geklärt und beantwortet. Ich hoffe, das passt so. Außerdem lassen Rea und Lack Lecker beide einen Huni dabei bei Twitch hier. Ich danke euch vielmals. Dankeschön. So, Wolf hat Probleme mit 4K60. Hatten wir letztes Mal schon bei einem Test. Und zwar ist das, wohl streambedingt. Also Livestreams sind einige Geräte nicht in der Lage, in 4K abzuspielen, obwohl sie aufgezeichnete Videos abspielen können. Das ist halt das Problem, dass da irgendwann die Endgeräte so ein bisschen an ihre Grenzen kommen. Dann müsst ihr halt die Auflösung ein bisschen runterdrehen. Ich sag ja mal, das ist wie im echten Leben. Ja. Einer kann gut Auto fahren Ja. und der andere halt weniger. Und Ja. dann knallt es auch mal. Dann hätten wir das ja jetzt auch geklärt. Ganz logisch halt. Ja. Also wenn ihr da irgendwie Probleme habt mit Ruckeln oder Ähnlichem, dann dreht einfach die Auflösung ein bisschen runter. Auch Full HD ist absolut ausreichend, machen wir ja normalerweise auch. Das ist halt für die entsprechenden Geräte haben und das abspielen können. Aber es ist halt tatsächlich so, je höher du mit der Auflösung gehst, je höher du die Framerate schraubst, je höher du die Bitrate hast, umso eher gibt es halt mal Geräte, die dann irgendwann sagen, nö, finde ich jetzt nicht mehr so gut. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das beim Fernsehen irgendwie überhaupt nicht bisher Einzug gehalten hat, diese hohen Auflösungen. Und das Schöne ist ja auch, hier sagt Blabby55, jedes Mal, wenn Paddy das Wort sagt, müssen alle einen kurzen trinken. Ist ja auch egal, was für also kann ja auch Wasser sein, muss ja nicht immer gleich Alkohol sein. Meinst du das vom S-Wort? Ding her, das S-Wort, genau, vom Ding her finde ich das gar nicht übel. Oder? Schunkeln wir halt alle mal mit. Also einen kurzen? So ein Jägermeister jetzt? Nee, da bin ich raus. Der Helmi fragt auf Twitch, Aida Nova läuft heute aus? Ja. Wir hoffen das. 17 Uhr. Und dann kommt hier die wichtige Frage, wo geht es denn eigentlich hin? Ich habe da mal eine Kleinigkeit vorbereitet. Die Tour geht nach Norwegen. Ist natürlich wieder eine kurze Wochentour. Es geht hier in Hamburg heute los. Dann haben die, glaube ich, erstmal einen Seetag. Dann geht es hoch. Ich glaube, Bergen ist der erste Stopp. Jetzt kann ich das gerade hier nicht sehen. Also Bergen haben wir Stavanger, glaube ich, Kristiansand, Oslo. Ach, doof, wenn man seine Fenster hier so anordnet, dass man die wichtigen Angaben nicht sehen kann. Und dann wieder zurück nach Hamburg. Wer hupt denn da? Gute Frage. Na? Lukas ist seit 18 Monaten dabei und schreibt
Mega Bild, echt klasse. Herzlichen Dank. Hartelhütte schreibt auch Ultra HD Gefummel. Traumbilder. Danke dir, 2 Euro Superchat. Danke, danke, danke. Das freut mich. Ja, ich hoffe, dass wir das bald so in den Griff bekommen, dass es flüssig ist. Guido sagt auch, ruckelt wie blöde. Guido, stell mal die Auflösung ein bisschen runter. Alle bei Twitch sind noch so ein bisschen, was die Auflösung angeht, im Nachteil. Aber bei Twitch laufen auch die ersten Tests, dass man demnächst eine höhere Auflösung senden kann. Gibt da einige, die da in diesem Testprogramm drin sind. Ich leider nicht. Die können also schon mit höherer Auflösung senden. Dafür haben die bei Twitch den Vorteil, dass das Bild eher kommt, eine geringere Latenz. Und die Tina, die spricht mir hier aus der Seele. Moin, ich habe noch nie etwas umgestellt, wüsste gar nicht wie und wo. Hab immer super Bild. Ja, perfekt. Also mal ganz ehrlich, im Idealfall ist das ja auch so, weil ich behaupte mal, dass ein Großteil der Bevölkerung sich nicht damit beschäftigen möchte oder vielleicht auch nicht kann, mit diesen ganzen Begriffen mit HD, 4K, Ultra HD, 60, 30, bla bla bla. Ich sag mal, im Idealfall ist das so, dass man einfach seine Kiste anmacht und ein gutes Bild hat. Und sich gar keine Gedanken darüber machen muss, ob das jetzt Full HD ist, Half HD, Quattro HD oder Super Duper Mega Ultra HD. Hi! 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 Oh, Brigitte ist da. Sag Moin. mal, wieso bist du denn so braun? Das ist ja ekelhaft, hör mal. Wo kommst du denn aus einem Sonnenstudio Ja. oder wie? Nee. Im Urlaub. Hast du dich geschminkt? Nee. Warst du im Urlaub? Jo. Oh, hast du das gut, doch. Willi? Ja, ich wollte auch gerade sagen, ist das Willi? Oh, Willi. Wo? Da. Oh nee, Willi doch eröffnet die mal. Saison. Willi! Da ist er! Oh nein, und jetzt will der Fokus nicht. Was hat denn der Fokus mit Willi hier? So, da ist er. Hat aber wieder gute Musik an Bord. Vielleicht sollten wir heute mal zu Willi aufs Boot. Suppi. Und dann eine Party feiern. Juhu, das machen wir. Jawohl, Willi hat die Saison eröffnet. Also jetzt kann nichts Ist der mehr schief chillig, der gehen. Typ. Na, ihr alle? Ja, und alle, die im Stream dabei sind, können es sehen. Mein Sohn ist auf der. Die nachträglich gucken, da kann es sein. Lass auf den Ballon steigen. Ach, wie süß. Und der Wie heißt er denn? Der heißt Christoph. Christoph. Der hat zusammen heute mit meiner Tochter zusammen Geburtstag. Die hat nämlich auch. Und ich lasse jetzt nachher ein Ballon kann man hier zeigen. Ist dann, wird dann gleich Atomkrieg. Wir hoffen das nicht, ne? Also ich mache das, der Kälte fleucht mir einfach. Der Dom, da fliegen sie ja auch irgendwie wieder Ist weg. er denn auf der Seite? Guckt er Ja, hierher? das weiß er nicht. Das ist abgesprochen, natürlich. Der ist eigentlich sehr groß und wird festlich winken. Muss nicht sein, aber Wir gucken mal, ob wir ihn einfangen können, ja. ne? Nee, nicht wegen, nur wegen des, ich meine, wegen des Geburtstagshorns, dachte ich. Ja, das machen wir auch. Aber wenn wir denn wissen, dass er das auch sieht, dann können wir das Geburtstagshorn ja raushauen. Ja, hallo. Okay. Hallo. Machen wir, ne? Okay, gut. Wir werden geradet und gleich von zweien. Einmal What? ich bin's jetzt, kommt rüber mit 176 Raidern. Moin, willkommen an Bord, ihr beiden. Und wer ist auch da? Jonas mit der MS Aquamundo hüpfen auch rüber mit 46 Raidern. Schön, dass ihr an Bord seid. Sachsen-Uwe nochmal mit 249 grüßt seinen Schatz, die Berlin-Göre in Sachsen. Ja, und hier, wir haben noch jemanden, der heute Geburtstag hat, und zwar Conny Pahns. Ich weiß nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist, weil Conny kann ja beides sein, ne? Aber der Name sagt mir was, habe ich schon mal gehört. Genau. Dann können wir gleich mal testen, ob das hier mit dem Geburtstagshorn geht. Dann sage ich mal Happy Birthday, ihr Lieben. Ich spiel's mal ab. Mal gucken, ob das funzt. Also nicht gesagt. Hat mir nicht gesagt, es wird nicht voll, es wird voll und voller.
Guck mal, die Fähren müssen auch schon wieder warten. Ja. Ist richtig Alarm. Ja, Guido hat selbst mit geringerer Auflösung große Aussetzer. Guido, das tut mir natürlich leid, aber wenn es bei allen anderen läuft, dann ist das jetzt, ja, würde ich mal vermuten, dass da irgendwas bei dir im Busch ist. Mit einem vollen Sonnenuntergang wird heute nichts. Nee, zu früh. Das ist echt krass, ne? Wie voll das echt, die Sonnenstrahlen kommen raus und alles bricht hier wieder zusammen im Hafen. Aber sonst geht's. Ach so, Susanne und Ben stehen da unten bei der Fähre und winken. Ja. Juhu. Winke, winke. Ups, so, ich war mal gerade abwesend, sorry, deshalb bin ich noch nicht mit der Kamera auf der Fähre. So, ein paar Frames haben wir verloren eben, ist aber erstmal nicht der Rede wert. Aber wenn alles glatt geht, müsste es ja schon bald losgehen, ne? Ja, es müsste eigentlich jeden Moment losgehen. Also Aida, warte mal einen Augenblick. Brigitte ist noch nicht ganz fertig. Brigitte muss noch ihre Flagge in Betrieb nehmen. Ja, aber überlege, so bin ich oben. Hier schreibt jemand, dass es gerade eine Durchsage gab. Die Absage würde sich um ca. 15 Minuten verzögern. Ja, das ist normal. Können wir mit leben. Das ist alles. Ist das so obligatorisch? Das ist akademische Viertelstunde von AIDA. Das zählt gar nicht. Ja, anders als 1,5 Stunden später. Ah, absolut. Das zählt nicht. Carla nennt das gleich Verzug. Ja, oder? 15 Minuten Verzug. Ja, ansonsten füllt es sich hier ordentlich, ne? Aber ist lecker, ich mag die gerne. Wir hatten gerade Kuchen. Oh, Später. ich könnte hab ja immer Hunger. ein Stößchen anbieten auf der AIDA. Du auch? Stößchen ist gut. Siehst du? Die Frage nicht, hören Sie mal. Ja, die Mädels wollen erstmal ein Stößchen. Willst du auch eins? Ich nehme auch ein Stößchen. Mit dem Stößchen geht das alles deutlich Das sage ich entspannter. euch. Oh, Röner schreibt, eine Notausschiffung ist der Grund. Das ist nicht so gut. Das klingt nicht so gut. Hoffen wir mal, dass es der Person ja, Kannst du den Deckel den so Umständen abdrehen? entsprechend gut geht und das ein lösbares gesundheitliches Problem ist.
Naja, aber ein Glück jetzt noch hier im Hafen. Stell dir mal vor, die wären schon losgefahren. Ne? Ich meine, das ist natürlich Vor total ein paar Wochen ärgerlich hatten wir und doch- traurig. Und Hatten wir vor ein paar Wochen nicht was, wo in Cuxhaven? Cuxhaven jemand abgeholt wurde oder abgeholt werden musste? So, alle Geburtstagskinder. warte mal, ich bin noch nicht ganz so weit. Ach so, ja dann komm. Gib Hackengas. Stress mich nicht. Ja, das kann doch warten. Die Flagge ist noch nicht richtig. Gut, warte. Ich bin gleich soweit. So. So, hier, Haben wir komm, das gute ich mach mal. Stößchen? Ja, mach mal. Moment, ich bin doch noch gar nicht auf. Nee, du kannst den Deckel abdrehen. Ach so, den- Man ach, merkt, dass du ach, nicht richtig... Ich bin nicht Stößchen Nein. erfahren. Was ist denn da los? Hören Sie mal. Oh, oh nein, Auch Papier. noch Papier weg. Oh. Prost. Stößchen! Weltfrauentag. Weltfrauentag und Happy Birthday an alle Kinder. Genau, Happy Birthday. Oh, der ist gut. Kann man gut wegexen. Das ist der Beste. Hallo ihr beiden Süßen. Hallo. So. Dienstag an beiden. Thomas ist seit 6 Monaten dabei auf der Reeperbahn. Thomas, danke dir. Herzlichen Dank für deine Dankeschön. Treue und Mitgliedschaft. Und Ralf 112 ist auch seit 7 Monaten dabei. Und er schreibt, wurde der neue Lotse 3 schon gesichtet? Ja, also ich habe es schon einmal gesehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo der sich gerade rumtreibt. Ich glaube, Lotse 3, neue Lotse 3 Schiff liegt bei der Flotte Hamburg irgendwo an Landungsbrücken. Zumindest Mitte der Woche. Und in Dienst gestellt werden soll das neue Lotsenboot dann wahrscheinlich Ende März. Jetzt gibt es noch mal so ein paar Testfahrten, Ausbildung und ja, dann sehen wir die hoffentlich demnächst regelmäßig hier vor der Kamera. Schmeckt's denn, Schwester Hanwood? Köstlich. Oh ja, 3 Engel für Paddy. Ja. Ich würde eher sagen Tick, Trick und Track. Ja, wenn du da Frech bist du gar Wie nicht. hießen denn die, also Tick, Trick und Track waren ja Jungs. Wie hießen denn die 3 Mädels? Da waren Mädels. Ja, Der Chat weiß das. wie hießen die 3 Mädels aus Entenhausen, die quasi, weiß ich nicht, die Cousinen von Tick, Trick und Track waren? Soweit habe ich die Bücher gar nicht gelesen. Ich auch nicht. Der Chat wird es wissen. Auf jeden Fall. Der Chat wird es wissen und mir gleich zur Seite stehen. Sag mal, gehst du tatsächlich heute Abend noch feiern? Ja, na sicher. Ich bin fertig. Ihr auch? Das ist ein heftiger Tag heute, ich sag's dir. Da könnt ihr ja fast noch mitkommen. Kannst du machen. Du weißt ja, gegen so eine Party habe ich ja nie was, ne? Du. Ein bisschen die Beine ausschütteln. Dicky, Ducky und Ducky. Oh, Dicky, danke. Dicky, Ducky und Ducky, sagt der Chat. Das passt ja ist zu uns, ne? Diggi, Duggi und Ducky. Herrlich. Ich würde mal sagen, der Name ist Programm, oder? Biggie, ganz lieben Dank für 14 Monate. Dankeschön. Da kommt Kapitän Prüsse mit der Nordsee 7. Und Anthony Roberts ist auch in the house. Hi, Toni. Anthony. Moin. Und Beate hat uns 10 Euro rausgehauen für die nächste Runde. Boah, Mega, vielen Dank. geht richtig zur Sache hier. Also was so Comics angeht, habe ich ja echte Bildungslücken teilweise. Ne? Ja, ich Da war ja bin auch ich- nicht. Also ich habe mir die ganz gerne angeguckt, aber Ich war immer so mit Huckleberry Finn und so. Die fand ich viel geiler, weil die haben so Abenteuer gemacht. Richtig cool, Mann. Und Pipi Langstrumpf. Ich finde auch super. Konrad Spezialkleber sein. Ganz genau. Da brauchst Genau, du auch kein- Tick, Trick und Track hießen die auf Deutsch. Ich glaube, auf Englisch hießen die Huey, Dewey und Louie oder so. Kann das sein? Huey, Dewey, Louie? Keine Ahnung. Ah, der Bin ich Chat echt wird es raus. wissen. Der Chat wird es wissen. Der Chat weiß alles. Das ist, ja, ich wollte Anthony gerade Roberts müsste es wissen.
Ich wollte gerade sagen, die allwissende Müllhalde. Aber das wäre ja... Nein, kennst du die Fraggles noch? Die Fraggles. Das ist so geil, das habe ich gerade mir aufgerufen. Oh, die Fraggles mit der allwissenden Müllhalde. Also Chat, ich bezeichne euch natürlich nicht als Müllhalde, so aber geil. irgendwie so dieses allwissende... Ja. Ne? Das ist so Oh, geil. und das Lied noch, ne? Fraggles, das sind wir, Ja. tonnenweise Dosenbier. Und dann, Ne? wenn sie da in dieses Ding da reingehen, in diese, ich sag mal, in diese Müllhalde und dann diese Haare so, Ja. wie die da mal so rumfliegen, so mega. Das war echt Ja, cool. die haben auch lange keine Bürste mehr gesehen, ne? Ja. Und die waren auch sehr cool, das stimmt. Hui, de, Ich wollte doch hier, Mensch, hinter der Fähre Ui, hinterher. dui, lui. Hui, de, auf Englisch. Oh, die wissen es auch nicht. Pirata Bernie schreibt es auch nochmal. 5 € schickt er. Prost, Dicky Ducky und Ducky. Diggi, Deggi, Ducky. Diggi, Deggi, Ducky. Diggi, Deggi und Ducky. Diggi, Ja, bist du Diggi? Nee, du bist Diggi. Diggi, Deggi und Ducky. Können wir das ein bisschen einnorddeutschen? Diggi, Digger und Ja, und? whatever. Das wären doch auch nochmal schöne Schiffsnamen. Die 3 neuen Fähren. Diggi, 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 Deggi und... Oh. Und dann fahren die Fähren auch nicht die Ja. Fährenfahrer, sondern die Fraggles. Das wäre doch was. Aber ich habe die geliebt, diese Comics. Ich habe die echt geliebt. Die lustigen Taschenbücher habe ich verschlungen als Kind. Gibt es ja, glaube ich, bis heute noch. Also John sagt auch, diese allwissende Müllhalde ist für den Chat auch gar nicht so verkehrt. Und das meinen wir ja gar nicht. Wir meinen das ja eher bildlich. Ja, Ne? also weil das ist so dieser Ja. Riesenhaufen. Und irgendjemand weiß immer was. Finde ich Irgendjemand weiß sensationell. immer Das was. ist so herrlich. Wir sind so cool, sag ich euch mal. Boah! Und das in 4K. Wissende Müllhalde in 4K. Und dann U-Platt. Ja, 4K. 4K. Hier auf Schwedisch Knatte, Fnatte und Tjatte. Och, Tjatte. Ja, und hier in Dänemark heißen die Rip, Rap und Rupp. Oh, Rip, Rap und Rupp finde ich auch. Rip, Rap, Rupp ist ja geil. Oh, wir brauchen gar keinen Alkohol, wir sind doch so lustig. Apropos Alkohol, komm, ich nehme noch einen Schluck. So, ich muss mal gerade gucken, was hier die Temperaturen machen. Weil es wird nämlich langsam warm draußen. Bald fangen die Zeiten an, wo man wieder ein bisschen Temperaturmanagement machen muss. Kennst du auch noch Dr. Snuggles? Ja, Snuggles. Mhm. Ja. Und dann ist er mal so gehüpft mit seinem Hüpfapparat. Der hatte so einen Stock und der ist immer so gesprungen. Und zwar in den Himmel. Das war auch so geil. Hast du so, auch ich geliebt? muss mal ein klein bisschen die Bitrate erhöhen, falls gleich irgendwas passiert. Du, Wenn es was auch knallt, immer müsst ihr deine sagen. Bitrate ist. Wenn es knallt, Ja, wenn es knallt, dann war es zu viel. ich müsste morgens, wenn ich müde bin, auch noch meine Bitrate vielleicht ein bisschen hochdrehen. Dann bin ich vielleicht mal wieder auf. Zack. Ja, also ich sag mal, wenn man morgens aufwacht, dann ist die Bitrate eher so im Bereich von 100 Kilobit. Aber ich kann auch euch eine Infusion geben morgens. Ne? Da seid ihr so, da seid ihr voll drauf. Eine Bitrateninfusion. Ja, eine Bitrateninfusion mit All-In, mit allem, was Schönes gibt. Ach, guck mal, Steven ist heute runter von der Nova. Steven, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hattest eine schöne Reise. Stimmt, Dr. Snuggles, der hat diese Maschinen gebaut, ne? Gigi schreibt das. Kennen wir den? Nein, wir kennen niemanden, aber wir winken trotzdem. weil wir nett Natürlich, sind. ja sicher. Grüße, Grüße. Ja, ich kann da jetzt natürlich nicht so voll drauf zoomen. Nee. Auch wenn ich es gerne machen würde, aber das sind ja auch noch 3 andere Leute, die vielleicht nichts davon wissen, dass sie What? gerade im Bild 300. sind. Ja. Andi, du oller Sattelschlepper. Er schreibt, es wird eskalieren. Paddy singt. Nee, Paddy singt nicht. Aber sensationell ist das trotzdem. 5 Schweizer Franken. Andi, danke schön. Dankeschön.
Und Inspektor Gadget wird noch hier in den Raum geworfen. Ach, wir sind gerade wieder so ein bisschen im Retro-Modus, habe ich das Gefühl. Ja, wir schwelgen in Erinnerung, hören Sie mal. Es ist aber auch schön, ne? Die ewig gestrigen. Also ich will ja noch mal ganz kurz einen Schwung aus dem heutigen Tag meines Lebens erzählen. Ich habe also meinen Vater abgeholt, zu meinem Kind gefahren. Mein Kind ja heute Geburtstag hat. Und dann erzählt mein Vater, Jill, weißt du noch, wo wir im Bus gefahren sind? Du dein neues Fahrrad gekriegt hast und du durch das ganzen Bus geschrien hast, Opa, ist mein Fahrrad noch da? Und alle 5 Minuten hat sie das geschrien und die Leute im Bus mussten so lachen. Ich meine, das ist sehr, sehr lange her. Wirklich, das ist über 23 Jahre her. Unfassbar. Und mein Vater wird 85. Und der weiß das noch, ich meine. Und er weiß es noch, ja. Herrlich war das. Matze, Dankeschön. 2 €. Partyalarm. Ja, irgendwie bin ich heute auch ein bisschen in Partystimmung. Oh nein, wie geil ist das denn? Susanne fragt, wie viele Personen auf so eine Fähre dürfen. Das haben wir schon ganz oft gefragt, ganz oft beantwortet und ganz oft vergessen. Genau. Ich meine 250. Ja, würde ich jetzt auch so sagen. Aber vielleicht ist ja irgendeiner im Chat, der das weiß. Vielleicht einer, der die gute Fähre auch steuert. Da haben wir so einige dabei. Oh, guck mal. Louisiana Star kommt. Volle Kraft voraus. Inse krasse Sonne. Wow. Ich hoffe ja, dass wir die Nova gleich auch richtig schön im Licht stehen haben. Ja, der fliegende Ferdinand und Pantau, das sagt mir auch was. Oh, Pantau habe ich auch geliebt. Pantau ist ja auf der Tragfläche mitgeflogen. Ganz genau. Und wie hieß das, die Serie? Oh, guck mal, da kommt doch ein Heli. Ein Heli. Ja. Der ist ein bisschen hoch. Da hat da gab es auch diesen Rumborak, glaube ich. Der hatte immer so ein, Rumborak, war das nicht Pantau? nee, da war so ein Umhang und dann sind die da immer in den Umhang verschwunden. Ja, da war auch so eine Prinzessin dabei. Ja. Rumborak, ich weiß auch noch, Ja. wie hieß die Serie? Ja, wie hieß die Serie? War das nicht Pantau? Chat? Nein. Nein. Ja, aber Rumborak weiß ich auch noch, mit so einem Raben, ne? Die, ganz genau, mit dem schwarzen Raben. Und Ja. dann hatten die immer diesen Umhang und dann waren sie weg. Aber ausgetrunken. Petra, wir stehen heute alle? auf Ja, dem Dach vom Cruise Center Altona. Das kennen wir irgendwoher, ne, die Geschichte? Oh, guck mal, Annette schreibt auch noch mal V, die Besucher. Die Serie fand ich auch cool. Die war richtig cool. Ich sag Bescheid, wenn ich pfeife, ne? Juhu. Johannes Gerhard, vielen Dank. Der absolute Wahnsinn heute. Heute ist verrückt hier bei uns. Boah, Johannes, ey, vielen Dank. Dankeschön. Johannes, 50 €, danke. Und ich habe gerade die Einblendung mal wieder kaputt gemacht. Durch eine andere Einblendung, dadurch, dass ich Werbung gemacht habe. Johannes, ganz lieben Dank. 50 € Superchat. Und er schreibt, bleibt so, wie ihr seid. Danke für alles und ganz liebe Grüße aus Radebeul bei Dresden. Da kommt auch unser alter Chef her. Das stimmt. Meiner und Anjas Chef kommt aus Radebeul. Viele Grüße dahin. Und Gigi hat es natürlich erkannt, was ich meinte. Es war die Märchenbraut. Ich weiß, was los ist mit den Einblendungen. Ich weiß, warum er sich das nicht merkt. Na? Ja, der Groschen ist gefallen. Oh mein Gott, können wir Ja. noch ein Stößchen haben? Es ist... Der Groschen plätschert hier ist gerade. gefallen, muss ich zu Hause richten. Pling, 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 Ja. pling, pling. Klacker, klacker. Oh. Genau, die Märchenbraut. Das war auch... Habe ich auch richtig gern geguckt. Ach ja. Oh, kennt ihr das, wenn ihr plötzlich, Ja. wenn euch so, Wenn so ein Aha-Moment wenn so ein kommt. Aha-Moment kommt, Ja. etwas, was du dir nicht erklären konntest und plötzlich, und ich habe es wirklich nur durch Johannes jetzt. Ehrlich? Ja, durch Johannes, durch die Einblendung, die nicht funktioniert hat. Also, Dann sagen wir mal Johannes recht herzlichen Dank. Die Erleuchtung kam heute. Oder? die absolute Erleuchtung. Ja, aber manchmal, genau das meinen wir ja, ne, mit den Fraggles und der Müllhalde. Ich sag's dir ja. Fraggles, das sind wir, tonnenweise Dosenbier. Nee, das Lied ging anders. Das war von irgendeiner Band. Die haben dieses
Fraggles Lied mal umgedichtet. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Dass die Fraggles was mit Dosenbier singen, das kann nicht sein, hör mal. Ja, und hier oft gestellte Frage, ist das ein echter Schaufelraddampfer oder ist das nur Show? Nee, also das Rad bei der Louisiana Star hinten ist tatsächlich nur Show. Ich finde aber eine schöne Show, weil sich da das Licht sehr schön drin bricht. Wir haben aber auch noch einen Schaufelraddampfer hier, wo das keine Show ist, die Queen. Da ist das Schaufelrad tatsächlich Teil des Antriebs. Anja Garlick haut auch noch was Kleines raus. Vielen Dank dafür. Anja, danke. Und die Fledermotte ist seit 6 Monaten auf Twitch dabei. Dankeschön. Oh, Wieso Boy weiß, die Band hieß Normal. Ach, guck mal. Ja, das war eine Punkband. Das haben wir nämlich in der Berufsschule immer gesungen. Das Lied, da haben wir so zu abgefeiert. Fraggles, das sind wir. Tonnenweise Dosenbier. Und ich weiß nicht mehr, wie ging das weiter? Oh, ich muss diesen Text noch. Wie ging die Zeile weiter? Wer von euch weiß das? Hier, Twitch weiß das. Auf Twitch sind die alten Punks. Ja, doch. Die alten Punks der 90er. Die wissen das. Fraggles, das sind wir. Hier sagt jemand gerade Patty Einhorn für Johannes. Ja, für Johannes. Professionell. Moin. Wir sind im Livestream hier. Auf Sendung. Ja, wir sind gerade auf Sendung. Achso, Ich bin hier. wir haben so gehört, dass Ja, für Johannes müssen wir natürlich noch mal ein Dankeschön hier raushauen, aber natürlich auch für alle anderen stellvertretend. Hier kommt's schon. Der Taxi hat's dir geschrieben. Guck mal, Tapsi ist nämlich auch ein alter Punk. Fraggles, das sind wir, tonnenweise Dosenbier, Cognac, Schnaps und Wein. Ja, das muss heute sein. Arbeit ist eine Qual, Geld, das ist mir scheißegal. Stehe mehr auf Frauen, die mich nicht verhauen. Was waren das für Texte? Das habt ihr gefeiert Aber das ist damals? 90er. Ja, das Mich haben wir damals wegschmeißen wir euch gefeiert, jetzt ne? schon. Herrlich. War das gerade die Muppets? Nee, das waren Die Fraggles. Fraggles. Aber das, Jawohl. ja, das war so eine Punkband in den 90er Jahren. Die haben den Text umgedichtet. Ja, und jetzt hat jeder hier einen Ohrwurm. Jeder, der hier Ü50 ist, hat jetzt einen Ohrwurm. Scheiße verraten, ne? Hansi, Dankeschön. 20 € Superchat. Er möchte sich einmal bedanken. Und wir schicken natürlich Grüße an Thea und Mike. Danke, danke. Und der Logistiker lässt 20 € Superchat da. Und er schreibt, moin Paddy, ich hatte dir vorhin gerne ein Geschenk übergeben, als ich am Dockland Fischmarkt in Landesbrunn war. Doch leider muss ich nun zurück in Richtung Duisburg. Ach Mensch, ja, da haben wir uns ja leider verpasst. Das tut mir sehr, sehr leid. Aber vielen, vielen Dank. Sowohl an Hansi als auch an den Logistiker. Komm, ich hau noch einen raus. Ja, können wir das Lied nicht hier so ein bisschen zum Kanallied machen? Ich finde das spitze. Also wir sagen jetzt auch noch mal ganz lieben Dank an alle, die gespendet haben bisher und uns unterstützen. Ganz lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ich hoffe, wir haben keinen vergessen. Nein, ich auch nicht. Alleine tonnenweise Dosenbier. Ich stelle mir das gerade so wirklich alles auf einem Haufen vor. Und Ina sagt, Paddy singt ja doch, ganz genau. Er Aber kann nur- nämlich sehr gut singen. Nur Oh, nee. Punk. Nur Punk? Nur ist ja Punk. kein Problem. Paddy, der alte Punk. Damals in Bielefeld im PC 69. Oh, jetzt haut er aber einen raus. Du, warte mal ab, gleich kommt der Chat. Was meinst du, wie viele das PC 69 kennen? Könnt mich wegschmeißen. Legendär. Legendary. Ich muss mich auch bedanken. Weißt du, an wen? An unsere Moderatorin. Ich weiß nämlich, was das bedeutet, im Hintergrund zu sein. Also ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr da seid, weil wir können nicht so wirklich euch helfen.
Nee, ihr müsst das Und mal Grüße von der rocken. Elbe. Ihr müsst Genau. es leider rocken. Wir versuchen mitzuhelfen, aber wir sagen ganz liebe Grüße an euch nach Hause von der Elbe und hoffe, ihr habt tolle Bilder mit uns und Unterhaltung habt ihr sowieso mit uns, ne? Und ein kleines Stößchen trinken wir auch noch auf euch. Ja, auf jeden Fall. Mit Studioversion mit Schwester Hansen. Aber Punk und Metal ist ja so gar nicht meine Musik. Bin ich echt raus. Aber das mit den Fraggles, okay, das würde ich noch machen. Ich nehme dann die hohen Stimmen. Nee, du nimmst das Dosenbier. Falsche Röhre, Leute. Ja, hier ist nochmal die Frage, wann es für AIDA losgeht. Also wir haben eben die Nachricht bekommen, dass es da wohl einen, ja, irgendwie wahrscheinlich einen medizinischen Notfall an Bord gab. Zumindest muss da wohl jemand ausgeschifft werden. Dann gab es die Durchsage eine Viertelstunde später, jetzt müssen wir mal gucken, eine Viertelstunde bei AIDA kann halt auch mal eine Stunde länger werden. Aber ist ja kein Problem, die Sonne scheint und Patti singt heute für uns. Ha, 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 ha. Hast du dir den Text gemerkt? Nicht wirklich. Fraggles, das sind wir. Wie geht's? Dosenbier. Tonnenweise. Ach, tonnenweise. Dosenbier. Dosenbier. Ja. Was war das noch? Whisky und Cognac und Ich suche es bla. noch mal raus. Oh, Auf der herrlich. nächsten Weihnachtsfeier, da singen wir das. So, der Hafen ist auch gleich leer. Ach, das ist doch schön. Ach, weißt du übrigens, dass Schwester Hansen übernächste, also nicht nächste, sondern darauf die Woche Urlaub hat. Und da wollen wir ein paar schöne Sachen mit ihr machen. Da wollen wir ein paar schöne Walks und Ja, da ich wollen wir habe ein Fähre bisschen fahren. Zeit. Ich habe wirklich ein bisschen Zeit und da können wir wirklich was machen. Oh, wollen wir dann die Walkwoche machen? Guck mal, die Die gefällt schreien, mir. ja, die schreien ja förmlich danach, dass Ja, sie... die schreien ja. Ist da ein Shantychor drauf? Nee. Andi, der Saarbesteller, haut noch mal einen raus und sagt, Patti, heute live im Konzert mit dem Tüdelband-Punk. Woo! Ja, Das wär's noch. das Tüdelbandlied auf Punk. Können wir das bitte mal... Wie können wir geht mal, das denn? Ja, komm, das können wir aber mal irgendwie rocken. Kriegen wir doch hin. Ich bin dafür zu unmusikalisch. Ich kann sowas auch nicht... Du kannst wunderbar. Ja, ich kann sowas aber auch nicht umdichten, uminterpretieren. Also das ist nicht... Also so ein Lied zu nehmen und dann zu sagen, wie könnte sich das in Punk anhören. Wenn du schon sagst, du kannst Das es ist- nicht, dann schaffst du es auch nicht. Wir müssen es einfach wagen. Es muss ja auch nicht perfekt sein. Nee, ab einem gewissen Alter weiß man, wovon man besser die Finger lässt. Ich sag nur 4K, ne? Ja, davon lasse ich besser die Finger, oder? Gib mir 5. Jetzt klatschen die, jetzt klatschen die Eulen sich hier ab. Ey. Ich fass es Nee, nicht. das kam so Ich auf fass einmal es raus. nicht, ey. Ja, von 4K, herrlich. Und Unfassbar. Joachim haut noch mal einen raus und Ja. sagt, wenn Patti verspricht, nicht mehr zu singen. Ach komm, Ja, ja, ja. komm, es war so schön. Rea verschenkt noch ein Sub auf Twitch. Rea, ganz, ganz lieben Dank. Und das verschenkt sie direkt an die Michaela. Und Joachim haut nochmal 10 € Superchat raus. Er schreibt, wenn Patti verspricht, nicht mehr zu singen. Ja. Also, Nur mit den Fraggles, da kommen wir doch ganz gut hin, hör mal. Also das können wir also- Das ist gut, das kannst du gut. ich sag mal, im Falle von ich singe nicht mehr, bin ich käuflich. Also ich würde, Also die 10 € von Joachim nehme ich als Aber- Anlass, jetzt nie wieder zu singen. aber ich glaube, Never. das schaffst du gar nicht. Das vergisst du wieder. Ich sag mal, demnächst, ne, ist ja ein besonderer Tag. Was denn? Ich sag gar nichts. Mein Geburtstag? Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Sollen wir meinen Geburtstag richtig groß feiern, hier oben auf dem Dach? Sollen wir alle einladen einfach? Sollen wir einfach mal eine riesen Streamparty machen? Wir hauen einfach Bier So raus. entgegen meinem Naturell. Ja, so total gegen dein Naturell. ich als Geburtstagsverweigerer. Aber ich komm, wie geil wäre das bitte? Ja, erstmal ein Stück Kuchen. Geil. Oh, lecker Kuchen. Oh, Claudia T. haut auch noch mal einen Gruß raus an Anja will weg von den Augsburgern.
Ja, liebe Grüße, ist Anja will weg denn da? Eben war schon mal irgendwas von Anja will weg. Weltfrauentag. Weltfrauentag heißt übrigens nicht, dass die Frauen den Kuchen alleine auffressen dürfen. Genau. Ja? Oh, das geht prima. Es schmeckt. Lecker. Ich sag mal, Sina, das hält er auch nicht durch, definitiv nicht. Es gibt nämlich auch definitiv einige Sachen, Sina, komm weg. wo Gleichberechtigung Grenzen hat. Das ist zum Beispiel beim Essen teilen. Also weißt du was, ich glaube, du sollst dir nur die Szene einmal vorstellen. Schwester Hansen liegt am Boden und spricht zu dir, Patti, ich hab so einen Hunger. Ich muss was essen. Und du hast einen Nudelteller und schaufelst dir das rein. Würdest du mir nichts abgeben? Ja, bei der Mitleidstour natürlich. Okay, danke. Gut, dass wir das auch geklärt haben. 4K. Finde ich auch, finde ich auch. 4K, Digi. Ja, auf Ja. 4K. So, Also wir das- feiern meinen Geburtstag hier auf der Dachterrasse, aber nur wenn alle, die anwesend sind, dann das Fraggle-Lied singen. Ich finde, das ist eine sehr geile Geschichte. Und dazu laden wir die Goldkehlchen ein. Die Oh, Hamburger Goldkehlchen singen das Fraggle-Lied. Diggi, das finde ich Oder sensationell. einen mit dem Schifferklavier. Nein, hier die Tampentrecker. Die Tampenträger, ja. Anja raucht heimlich. Oh, guck Wie dir das Rainer. mal an. Johannes. Sag mal. Johannes, Digga. Schon du wieder. bist ja Weltklasse. Ey, Was ist denn los Nochmal ein mit dir? Fuffi hier. Johannes, Mensch. Ich feier's total. Prost, mein Lieber. Ganz, ganz lieben Dank, Johannes. Matthias fragt, auf welchen Drogen du bist. Ja, das ist ja das Schlimme. Wir haben ja gar keine. Wir Nee. sind ja immer so. Und Tadis fragt, was wir getrunken haben. Er möchte das auch. Ja, das kann ich verstehen. Aber wenn wir dir das sagen, dann müssen wir dich töten. Töten. Ja, Definitiv direkt töten. können wir leider, wir leider nicht. Wir sagen nur Spezialtee. Ja. Hier Nein, mit alles eurem gut hier. Spezialtee. Ja, das kam ja so bei dem Loveboot. Ich konnte das ja nicht sagen. Du darfst ja auf den Hafenfähren kein Punkt trinken. Deswegen kann ich ja nicht sagen, was in meiner Flasche drin war. Also war Spezialtee. Ja, definitiv. Und da soll erst mal jemand eine Analyse von machen und mir das ja. beweisen. Und Gigi sagte es, ne? Ina Müller würde mit uns kommen Absolut. und mit uns feiern. Ich glaube, und ganz ehrlich, das habe ich ja schon mal geträumt, dass Ina Müller mit mir unterwegs ist und die Reeperbahn zusammen Dafür ist die Welt nicht bereit. hören und wir da alles aufgemischt haben und wir hatten so einen Spaß. Ehrlich, wir haben die Also- Puppen tanzen lassen und zwar die Freckelpuppen. Du und Ina Müller, ihr seid definitiv zwei Frauen, die besser immer alleine. Also wenn ihr zusammen auftretet, ich glaube, die Welt ist dafür nicht bereit. Oh, ich würde sagen, das eskaliert. In 4K. Ja, in 4K. Ach, guck mal, hier ist doch wieder die Lufthansa Technikfähre. Mit unserem Die hat so ein kleines Flugzeug drauf. A380. Habe ich letztes Mal schon im Stream gesehen. Machen wir wieder Planespotting. Ach, guck mal, hier sind schon wieder so Menschen, die uns winken. Hallo, ihr Lieben. Hallöchen. Ja, aber ich kann da nicht Nein, draufgehen nein, auf nein, diese nein. Menschenmenge auf der Fähre. Nein, nein. Das funktioniert Aber es ist einfach trotzdem nicht. sehr nett. Guck mal, die Möwen sagen auch Hello. Ja, ihr Süßen, wir wünschen euch auch einen guten Flug. Matthias schlägt vor, in Zukunft bekomme ich zum Streambeginn jetzt immer ein Stößchen. Ich habe das letztens auch schon mal gesagt. Also mit so ein paar Schnaps, ja, so ein paar Helbing ist es mit dem Stream, das wird alles viel lockerer gehen. Das Problem ist halt immer das Fahren. Helbing? Das ist nicht dein Ernst. Helbing, schöner eisgekühlter Helbing. Also bitte dich. Nee, Oh, mir auch. richtig, richtig lecker. Ganz, ganz leckeres Zeug. Schöner Helbing. Frag mal Eddie. Eddie weiß das. Der trinkt auch immer. Eddie trinkt immer schon morgens einen Helbing. Ja, nee, schön. Erstmal für den Blutdruck, ne? Ja, vorm Herrlich. Aufstehen. Ja, besser als eine Tablette. Ja, erstmal Kandisatan rein und dann Helbing. Herrlich. Gleich schlägt er mich wieder, weil ich Unwahrheiten verbreite. Dann droht er wieder damit, den Stream abzuschalten. So, die Leinen sind los, schreibt jemand. Das heißt, Ah, es kommt gleich. Ein Schiff wird kommen. dann
Wollen wir doch mal. Herrlich. Jo, geht los, ne? Ich würde sagen, geht los. Und wenn die nicht hier pfeift für uns für den Weltfrauentag, dann weiß ich es auch nicht. Nee, also es würde auch reichen, wenn sie einen Typhon raushauen. Also pfeifen. Also ich glaube, das erleben wir nicht mehr, dass der Ida Nova hier pfeift. Wenn Aber wie wir, geil, wenn die da vorne auf der Brücke und pfeifen. das wäre auch cool. Martin und Jutta hauen 10 € per PayPal raus. Das könnte aber nur Herzlichen gehen- Dank. Und sie schreiben für gute Laune. Vielen, vielen Dank. Ja, wenn Schwester Hansen Urlaub hat und dann machen wir eine Streamwoche mit Schwester Hansen. Ja, also ich habe nicht ganz Urlaub. Ich habe nur bei dem einen Urlaub und wenn einer muss ich arbeiten. Also Oder jeden Tag ein Stream mit Schwester Oh Hansen. mein Gott, das halten die gar nicht aus. Die sind hinterher total, die müssen dann auch Urlaub haben. Wusstet ihr was? Nee, aber jetzt wirst du es raushauen. Na. Soll ich euch sagen? Na? Robert Kröber ist seit 19 Monaten dabei. Was? Robert, Dankeschön. Und er schickt nochmal, er denkt an alle, die auch gerade nicht dabei sind. Das ist ganz, ganz lieb von Robert. das Er finde ich denkt, total er schickt nämlich auch noch ein Dankeschön neben uns an Ben, Kirsten, Peter, Sandra und dem gesamten Hamburg Hafen Live-Team. Toll. Das ist richtig. Also da müssen wir richtig noch nett. Sebastian Kolze und Basti müssen wir auf jeden Fall erwähnen. Auf jeden Remo Fall. müssen wir erwähnen. Genau. Noch jemanden vergessen? Also ich glaube, Sebastian Kolze, der Basti und der Remo, die machen hier heute den kompletten Chat auf allen Kanälen. Ja. Nee, Sebastian Kolze hat er nicht gesagt, der kommt erst später? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also vorhin habe ich ihn irgendwo gelesen. Malte ist auch da. Moin. Aus Brunsbüttel. Ja. Brunsbüttel. Und Malte hat gesagt, ab Dienstag wird gestreikt Wo? im Nordostseekanal. Oha. Ab Dienstagabend oder so. Und bis Donnerstag. Aber es könnte ja sein, dass dann ab Donnerstagabend oder Freitagmorgen, dass Freitag vielleicht Vollattacke im Nordostseekanal ist. Und dann hockst du dich Wenn da in sich die da Böschung. 800 Schiffe in der Kieler Förde sammeln, nochmal 800 in der Deutschen Bucht und die wollen alle da gleichzeitig durch, Das wird eine Eskalation. das könnte Eskalation werden. Aber ich fürchte, dass einige dann einfach nicht warten und oben rumfahren über Dänemark. Und dann hat Malte ja richtig zu tun, wenn da eine Attacke ist, ne? Nee, ich glaube, Malte macht Urlaub. Ja, ja, dann hat er alles richtig gemacht, würde ich sagen. Malte macht erstmal Froftein. Füße hoch. Ja, Malte, ne? Wir wollen Stream mit Schwester Hansen machen. Kannst du vorbeikommen? Ja, die Aida Nova war übrigens das erste Kreuzfahrtschiff, was mit LNG fuhr. Es war damals das größte jemals in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff, wurde auf der Meyer-Werft gebaut. Ich glaube 2018 in Dienst gestellt, oder was, 2019? Ich muss mal Brigitte angucken. 18. 2018. Brigitte, unser Infopoint hier. Ja, und gehört natürlich auch heute noch mit zu den größten Kreuzfahrtschiffen der Welt. Wurde natürlich mittlerweile von einigen, ja zum Beispiel hier Icon of the Seas, wie heißt es denn noch, Wonder of the Seas und Mermaid of the Seas und so weiter. Mermaid finde ich super. Nein, die gibt es glaube ich gar nicht. Mermaid of the Seas ist Schwester Aber, Hansen. ja, wollte ich ja gerade sagen, vielleicht wird es ja noch mal eins. Ja, wurde mittlerweile überholt. Ja, sie ist 337 Meter lang und hat eine Breite von 42 Metern. Ich glaube, es passen knapp 6.000 Passagiere drauf. 5000. 6,5. 6.500, über 6.000 passen drauf, ne? Ja. Oh, guck mal, hier fliegen ein paar Bomben in den Chat. Robert Kröber haut einen Fünferpack Mitgliedschaften raus. Robert, ganz lieben Dank. Und Ronny Herzog spendet nochmal 5 Euro und meint meinen Geburtstag dann auf St. Pauli. Ja, Oh oder? mein Gott. Oh mein Gott, ganz genau. Da wird es ja. aber schwierig mit dem Stream, das wisst ihr ja aus Erfahrung, ne? Bahnfilmer Andi, 2 Euro Superchat und er fragt, heute wieder Bahn-Content. Ja, gucken wir mal, ob wir hier irgendwas Bahnmäßiges haben. Ich glaube eher nicht so richtig.
Und Sachsenhuwe. 5,99. Ja, der möchte ein Geburtstagslied für dich singen. Ja, er möchte wissen, Patti, wann ist dein Geburtstag? Wir sind mit dabei und ich singe dir ein Geburtstagslied von Udo Lindenberg. Keine Augen für die Kamera. So, jetzt gehe ich aber mal auf die Nova. Der haut auch noch mal was raus für uns. 5,99. Für einen stillen Zuschauer, das ist ganz lieb. Genau, guck mal, selbst die stillen Zuschauer kommen bei dieser Party hier bei uns heute. Finde ich super. Richtig Finde ich klasse, richtig gut. ja, freut Also uns wirklich. richtig. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und er sagt Grüße aus Oer-Erschenschwick. Wo bitte ist das denn? Das habe ich ja beim Lied noch nie gehört. Da fährst du bald hin. Nee. Doch, das ist in NRW. Ja, Erkenschwick. Ja, Echt? Moin. Hallo. Du hast einen tollen Pullover an. hallo. Hallo. Wer bist du denn? Ein Fan aus Aachen. Ein Fan aus Aachen. Und du bist jetzt in Hamburg ein paar Tage? Ja, Ist Aachen in der Nähe von Oer-Erkenschwick? Nein. ist der nächste, der schöne Okay. Bach, von dem du gesprochen hast schon mal. Der Rhein, ne? Nein, Aachen ist 60 Minuten. Ja, ich bin jetzt am Donnerstag wann da hier gekommen? Hier, der da? Genau. Ja. Weil meine Tochter sich bereit erklärt hat, von Donnerstag bis Sonntag auf meine Mutter aufzupassen. Sehr schön. Weil die klar. Bahnfilmer Andi hat auch noch mal 5 Mitgliedschaften verschenkt. Danke für die Mitgliederbombe, Andi. Dankeschön. Herzlichen Dank. Und Adrian ist ein Jahr dabei. Adrian, danke für 12 Monate mit Hamburg Hafen Live. Dann aber Keta LP. Haut auch noch mal 2 € Superchat in den Pot und schreibt, ach, wie sehr würde ich noch mal AIDA fahren. Ich kann es noch nicht beurteilen. Meine erste AIDA-Reise liegt noch vor mir. Und auf Twitch geht's auch zur Sache. Lack Lecker haut 5 Subs raus. Ja, Ronny meinte, ich sollte im St. Pauli-Stadion oder im Volksparkstadion feiern. Ich glaube, so voll wird das nicht. So viele Menschen. Dass wir ein Stadion voll bekommen. Ja, hier geht's wieder richtig zur Sache. Guck mal, Fuhlsbüttel ist da. Der Sven. Moinsen. Moin Sven. Wow. Er finanziert uns das Abendessen mit 50 € per PayPal. Sven, Dankeschön. ein fettes Dankeschön. Typhon, einmal Ohren zu halten. Dann haben wir Mike noch, der verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Danke Mike, ganz, ganz lieben Dank dafür. Dankeschön. Und Simone ist seit 10 Monaten auf dem Fischmarkt dabei. Herzlichen Dank. Ich habe mich doch eben. Erstmal die Labertaschen hier wegschieben. Ich habe doch eben hier irgendwo gelesen, dass irgendjemand schon seine 100 Johannes, im April starte ich nun meine bereits 137. Kreuzfahrt. Wie hast du Ist er das? geboren auf dem Wie hast du Dampfer? das denn geschafft? Sag mal. Sag mal, Johannes, bist du da irgendwie... Lebst du da auf den Schiffen und steigst du nur ab eigentlich? Bist du Kapitänssohn? Jo, Wahnsinn. Wie geht das? Na Schatz, da hast du ja noch ein paar Reisen vor dir, wenn du das toppen willst. Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, auf 137 Kreuzfahrten werde ich in meinem Leben nicht mehr kommen. niemals. Auch, glaube ich, auf keine Frachtreise. Nee. Keta LP haut auch nochmal 2 € Superchat raus. Dankeschön. Dankeschön. So, einmal kurz hier
die technischen Parameter checken. So, ich hau noch mal der Ronja, nämlich liebe Grüße von Mama und Papa raus, die jetzt im Hintergrund bei uns stehen, aus Aachen angereist. Gucken der jeder zu und uns natürlich zu und die wollen nachher noch ein Foto mit euch. Ich habe gesagt, ja, wenn der Livestream vorbei ist, machen wir das. Kein Guck mal, Problem. jetzt kommt nämlich da der Raddampfer. Jetzt muss ich einmal hier einen ganz schnellen Schwenk machen. Und das ist nämlich jetzt einfach, auch wenn das Schaufelrad fake ist, aber Leute, guckt euch das an. Das ist doch bei dem Licht, ist das echt schön. Oder? Das ist doch echt schön. Dieses Wasser, was da hinten am Ja. Schaufelrad, wenn das so ein bisschen im Gegenlicht der untergehenden Was Sonne. sagen die Planespotter immer noch? Water Spray. Water Spray Action. Oder wie heißt das nochmal? Aperol Spritz. Genau. Das ist so klar, ne? Ja, oder? René ist da mit 5 Euro Superchat. René, ganz lieben Dank. Dankeschön. So, da kommt sie, ne? Es geht los. Haben wir noch ein Stößchen? Meins ist alle. Meinst du das auch? Guck Wer mal. fährt mich denn nach Hause? Ja, ich. Warte mal. Guck mal, ob da noch was drin ist. Ja. Queen Sandra fragt, ob es die Piraten mit dem Schlauchboot noch gibt. Ja, Ja, gibt's. die gibt's noch, natürlich. Ist aber nichts für Leute, die Wirbelsäulen geschädigt sind. Das kann ich jetzt schon so sagen. Das ist nämlich knallhart, wie die da fahren auf diesem harten Wasser. Da kommt ihr. Dr. Hansen spricht. Ja, ist nicht so. Also Halswirbel, Brustwirbel und Lendenwirbel sollte in Ordnung sein, wenn man damit fährt. Na dann. Gut, dass wir immer drüber gesprochen haben. finde Ne? ich auch. Es ist eine wichtige Information, würde ich sagen. So, jetzt kommt sie. Hier Aida Nova. Das Kussmund-Flaggschiff. Sag mal, ist die AIDA eigentlich weiblich oder männlich? Alles weiblich. Alles weiblich. Heute sowieso. Alles weiblich. Da wollte doch jemand noch einen Ballon starten lassen. Wo ist die denn geblieben eigentlich? Weißt du noch? Warst du da schon da, als sie vorhin da war mit dem Ballon? Ja, ja. Aber wo ist sie denn jetzt geblieben? Wir sollen doch auch noch mal das Horn spielen für ihren Sohn. Ja. Guck mal, jetzt heißt du schon Frau Dr. Anja Oh Hansen. Gott, ich habe nicht promoviert. Du hast nicht probiert? Ich habe nicht promoviert. Aber probiert hast probiert du Aber hast schon. du. probiert habe ich, definitiv. Da. Ach, da ist sie doch. Ja, och, meinst du, dass er das sieht? Ja. Warte mal. Dass er hochsteigt. Darf ich mal die Kamera auf dich richten? Moment. Auf mich nicht, aber auf den Ja, aber auf den Ballon so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob wir den... Moment, du musst noch eine Sekunde warten. Ich muss das noch so ein bisschen... Aber willst du den jetzt schon steigen lassen? Oder? Wenn die kommen, die sind. Ach, wenn die kommen, okay. Wenn die kommen. Nee, dann musst du mir früh genug Bescheid sagen, dass ich die Kamera... dass ich... Also die sind auf Deck 8, haben sie gesagt, wo auch immer das ist, hinter den Rettungsbooten in so einer kleinen Nische. Na, Aber dann gucken wir die mal. das ist aber nicht wichtig. Also die müssen nicht. Nee, das werden die sehen. Eigentlich wollte er den mitnehmen und steigen lassen, hat er aber vergessen. Ist nicht so schlimm. Dann machen wir das für ihn.
Ist ja immer süß, wenn die kleinen Schiffe versuchen, Total. wenn sie die Mutti rufen. Ja. Och. In Warnemünde feiern die das ja immer richtig ab. Olaf, danke dir. 5 Euro Superchat. Er schreibt Weltklasse-Stream und dann noch mit Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Ja, Ja. oh, habe ich auch geliebt. Habe ich auch geliebt. Malte ist auch seit 12 Monaten dabei. Malte, Dankeschön. Und er schreibt, er muss schon wieder los. Schiff in der Schleuse. Tschüss. Alles klar, dann später bei Malte wieder. Und Gasti Luxalot auf Twitch mit 123 Bits. Herzlichen Dank. Mit sehr viel Text. Laut Google, bereits bei den alten Griechen wurde das Schiff als weiblich angesehen. John Roumanier, Autor des englischen Wörterbuchs über Schiffsausdrücke, stellt in seinen Forschungen fest, dass es in ägyptischem Glauben Schiffe als weibliche Wesen gab, die Glück bringen sollten. Darum hat sich die Tradition, Schiffe als sie zu bezeichnen, halten. Vielen Dank für diese Info. Sensationell. Ganz lieben Dank ganz dafür. Wunderbar. Oh, guck mal, das Licht. Und in was? In was? Das Licht in? 4K. In 4K. Heute sieht man auch den Mund, dass der unten orange ist und oben rot. Jo, jetzt wo du sagst, ne? Aber ja, nee, genau. Sonst denkt man immer, beide sind rot. Lippen, beide sind rot. Wäre ja auch komisch, wenn die Lippen rot wären und das ein männliches Schiff wäre. Wäre schon ein bisschen komisch. Meinst du, das ist Lippenstift oder was? Ja, ja. Oh, good vibes only. Yes. Of course. Of course. Anthony, thanks a lot. Aber die AIDA hat nur ein Nasenloch. Was? Stimmt. Sie hat nur ein Nasenloch. Stimmt. Ist das Auge? Ist das eine? Bisschen tiefer im Auge, ne? Für ein Auge, dann wäre es ein Zyklop. Ja. Ich hab ja auch noch einen Film, den habe ich früher geliebt. Ich muss mal kurz überlegen, ob ich das noch zusammenkriege, wie der hieß. Die Zeitmaschine. Und zwar diesen ganz alten Film, Die Zeitmaschine. Oh, fand ich auch geil. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Wie hießen diese Leute, die da unten in dem Dings waren? Morlocks. 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 Boah, der ist so alt, der Film, der ist so geil. Wann willst du? Oh, gleich geht das Gepfeife hier los, Leute. Die Irren. Haltet euch schon mal die Ohren und die Schreier und die Augen zu. Pfeifer. Wer zeigt? Die Schreier und die Pfeifer sind bereit. Anthony Roberts, thanks a lot. 10 bucks for good vibes only. Yes, sir. Haben die aber wirklich eine gute Ausschiffung heute hier, ne? Mit dem Ja. Licht und alles. Ja, absolut. Und wie leichtfüßig sie hier bei uns vorbeifährt. Was ist das? Oh, da winkt aber einer vorne. Ganz Wo denn? wild. Ganz vorne, erster, zweiter, dritte, vierte Kabine.
auf unserer Seite. Ja. Mit beiden Händen. Ja. Das ist fast Die geben alles. Das ist fast SOS. Genau. Oh, bloß nicht. Fast SOS ist das. Du sagst Bescheid, ne? Wenn du. Ich warte mal noch einen kleinen Moment. Wo haben die gesagt? Hinter den Rettungsbooten. Ja, welches denn? Ja, da weiß ich, 8. Deck, aber hinter Rettungsbogen, weiß ich jetzt nicht, kleine Reling unter den Kabinen. Also sie müssen auf diesem Deck sein. Ich glaube, der mit dem Licht, das ist er. Ah, mit dem Licht. Der? Da? Der große. Guck mal hier auf dem Monitor. So, jetzt lasse ich ihn los. Moment. Ja, kannst du? Ja. Woanders werden sie gesucht. Hier laufen sie rum. Paddy! Hast du gehört? Hat jemand Paddy gerufen? Hallo! Hier bin ich! Wer war denn das? Keine Ahnung! Er hat Paddy gerufen. Oh, herrlich. Hei. Oh Mensch. Schöne Reise euch allen auf Ah, AIDA. Viel was für Spaß und eine genießt die Action, ey. schöne freie Zeit mit allem drum und dran. Was für eine Action. Oh, Essenszeit! Bing bong! Haben wir noch Kuchen? Ja, irgendwo muss doch noch welcher liegen. Es sei denn, der Hund hat den gefressen, der da unten war. Digi braucht mal ein bisschen Zucker für seine Nerven. Jetzt habt ihr Manuel mal erlebt. Fast wie Stadion. Ja. Könnte ich fast unterschreiben. Wir sollten auch mal ins Stadion gehen. Habt ihr gesehen, dass Kai noch 5 € rausgehauen hat und was er geschrieben hat? Nein. Er sagt, Ladies, 4K hin oder her, ihr seid von innen und außen schön. Oh, danke schön. Vielen Dank. Aber so 4K Stößchen von innen sind auch nicht schlecht, oder? Aber also sowas, also das finde ich irgendwie. Vielleicht sollte ich mal ein Pet-CT machen, dann können wir mal gucken, wie von innen Oh aussieht. Leute, guckt euch das an. Ja, ist ein Traum. Ist das nicht romantisch? Schnell meine Kamera. Ja, Ich mach mal ein Romantik. Foto. Romantik. Ich mach keine Fotos. Oh, Romantik. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war ja, also, was ist hier denn eigentlich los? AIDA-Party. Ja. Das Lustige ist, sobald sie gleich weg ist, ist hier sofort leer. Leer, ja. Aber wir bleiben, ne? Bis zum Wir letzten. bleiben bis zum Sonnenuntergang, nehmen wir noch schön mit. Finde ich auch. Ist doch Ein herrlich. bisschen ruhiger. Für alle, die es nicht so gerne mögen, wenn es laut ist. Obwohl, es war schön. Sascha ist seit 12 Monaten dabei. Herzlichen Dank, Sascha. Ein Jahr, Sascha. Und jetzt nochmal Romantik.
Oh, guckt euch das mal an, bitte hier, Leute. Ja. Und das in 4K, Ultra HD. Kannst du mich auch noch mal Ultra HD machen? Tschüss. Wäre ich jetzt nicht in Dresden, hätte ich deinen Livestream geguckt. Och, dann liebe Grüße nach Dresden. Vielen Dank und zurück. Mensch, Leute, wir hatten aber Stimmung hier, ne? Du, das sag ich dir. Und Sonne und Romantik. Und die Fraggles waren auch dabei. Hans-Jürgen, 2 Euro Superchat, der fragt, ob wir das Paket bekommen haben von ihm und Angelika. Ja, haben wir bekommen. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Das war das Kabel, ne? Ja, Das war das 8K-Kabel, nicht 4K. Das war für ich 8K. glaube, Sag mal, wie geht das denn? ich habe euch aber auch geschrieben. Ich glaube, Tanja hat euch eine E-Mail Ja, geschickt. habe ich gemacht. Ein 8K-Kabel. Das machen wir dann morgen. 4K ist durch. Frankie, 72, freut sich. Ihr müsst Der jetzt hat mal nur noch 4 Wochen. könnt ihr so 24 Zentimeter zurückgehen? Entschuldigung, Oh. 4K. Nee, das ist eine Sony-Kamera. Heute ausnahmsweise mal. Morgen ist es vielleicht wieder eine Nikon. Aber in 4K, Aber in ja. 4K. Das ist wichtig. Das ist der absolute Wahnsinn. Wieso? Du mochtest mich gar nicht. Auch schön, wenn dich jemand persönlich trifft und dann sagt, ich mochte dich nicht. Ne? Also so fängt eine Romanze an. Die Sache mit dem Loveboat, die hat mich weggeworfen. Und Ehrlich? Ja, ja. Und hab gedacht, die ist ja sowas von knuddelig. Aber erst mochte er mich Aber nicht. was gibt's denn dann hier auszusetzen? Ja, was Also war das denn? würden wir jetzt mal gerne Was wissen. war denn? Ja, die Kotter. Die Kotterschau. Ja, ich komme aus Hamburg. Ja, ich Hamburg, moin, ich komme aus dem Rheinland. Ja, Und, siehst du? Ja, dann. Aber dann müsstest du mich doch gerade mögen. Ja, ja, eigentlich schon. Vielleicht wegen dem, weil kein Kontrast dabei. Ich bin genauso blöd. Das kann er. Wir beiden Blöden. Oh, herrlich. Großartig. Das wird wohl sein. Ja, das wird's wohl Aber sein. Ich fand's sehr lustig. Ich verfolge hier die beiden Tanja und so, das ist ja gut, meine Nichte. Ja. Vor gut einem Jahr. Sveti, Dankeschön für 14 Monate. Könnt ihr jetzt ihr Turteltauben so ein bisschen zurückgehen? Super. Ja. Danke. Oh. Leute, wir bleiben aber noch einen Moment auf dem Sonnenuntergang, oder? Ja, Was meint ihr? auf jeden Fall. Dass ihr das gemacht Ja, habt. gerne. Die haben sich sehr gefreut. Schön. Sag mal, Ja. weil ich das nicht kann und ich werde es auch nicht können, dank meines Alters oder wegen. Ich habe noch nie was dass man Mitglied wird und so. Ich guck, Das muss ja auch nicht sein. Aber kann ich euch ein bisschen Bargeld geben? Ach, das muss aber nicht sein. Kann ich nicht? Also, das muss aber. Nein, das muss nicht sein. Ach, das ist uns immer unangenehm. Das ist natürlich ganz, ganz lieb. Aber das hat jetzt nichts mit dir zu tun. Das hatte ich schon immer. Ich hatte auch schon Ja. von der Ida Leute. Das ist ganz, ganz lieb. Aber ich hätte, was ich, Ach, 30 Euro darf ich da, das mal in die Hand bitte an die Frau. Ich bin. Das ist mir und du steckst es irgendwie unangenehm. rein. Super lieb von dir. Dankeschön. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, nee, immer 2,49 Euro. Ich sag 2,49 Euro. Warum? Alles gut. Geilster Twitch-Stream. Grüße aus Wuppertal. Ja, dankeschön. Genau, Tanja kann wirklich froh sein, dass ich in 4K bin. Ich hoffe, es hat funktioniert. Am Anfang hatten wir mal ein paar Aussetzer. Das war aber lustigerweise nicht die Leitung. Das war mal wieder ein neues Problem. Aber Leute, was meint ihr? Diesen Sonnenball, den nehmen wir doch noch einen Moment mit. Auf jeden Fall. Volker lässt 2 Euro noch da. Dankeschön. Guck mal, alle sagen bleiben. Oh, 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 Achtung, Beifangalarm, Beifangalarm. Beifangalarm. Ich gehe rüber. Ich glaube, es ist die Beate. Achtung. Boah, der Drift. Ach, Doreen, danke schön. Herzlichen Dank für das Lob. Ja, Captain Chaos hätte jetzt Bock auf ein Dosenbier. Weißt du was? Ich ehrlich gesagt auch.
Ich hätte jetzt auch Bock auf ein Dosenbier. Aber Wollte der jetzt auch mitspülen? Beate lässt sich auch nicht lumpen. Nee. Finde ich aber ein bisschen nett von Beate. Beate. Ganz liebe Grüße. Ist denn da Frau Kapitän drauf auf Beate? Das weiß ich gar nicht. Beate hat eine Kapitänin, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade drauf ist oder die Ablöser. Ich sag mal, Beate zum Weltfrauentag. Läuft. Läuft. Willst du mal kurz mein Handy? Ja. Wolfgang sagt, morgen bitte wieder in 4K. Habe ich irgendwie jetzt schon gelesen. Ja, wir müssen da noch ein bisschen dran arbeiten. Es gibt halt leider noch so ein paar Komfortdinge. Hauptsache ist erstmal, dass das Ganze flüssig läuft. Ja, nicht, dass dir langweilig wird. Das geht ja gar nicht. Nein. Ich drehe jetzt erstmal die Bitrate hier bis zum Anschlag. Ich gebe jetzt mal alles, was geht, weil wenn jetzt der Stream explodiert, dann ist egal. Okay. Können wir gleich mal testen, ob wir... Sehr schön. Auf Aida Blue rumgerannt mit meiner Freundin zusammen, ne? Armena. Weiß Bescheid? Weiß Bescheid? Hattest du das Horn schon? Beate haben wir schon, ja. Beate haben wir schon. Sehr cool. Aber ich freue mich trotzdem total. Also Frachterhörner, das ist wie so seltene Pokémon-Karten. Können wir nicht irgendwie so ein Hornsammelspiel machen, so ähnlich wie Sammelkarten, aber Müssen mit wir uns noch mal Hörnern? müssen wir mal Gedanken zu machen. Controller Sport, herzlichen Dank für das Prime Sub. Willkommen an Bord. Also Matthias haut noch mal ein bisschen was raus für uns. Oh, Hallöchen, Beate, Grüße. Ach, guck mal. Moinsen! Moinsen! Das ist ja süß. Das ist ja süß. Das war Beate. Ach, Quatsch. Das ist ja ein bisschen entzückend, hören Sie mal. Ach komm, das war jetzt aber richtig nochmal zum Abschluss. Ich finde, da freut man sich richtig drüber, oder? Weil die AIDA, das ist ja so mit Ansagen. Ja, die war zwar heute auch sehr aber hornfreudig, aber dass Beate jetzt hier nochmal einen raushaut. Und Beate kriegt jetzt die richtige Sonnendröhnung. Schwester Hansen, Ja? du musst jetzt so ein ganz bisschen zurück, weil gleich die Kamera zu dir kommt. Du weißt ja wieder 4K, ne? Achtung. Zack. So, was haut denn Matthias raus? Ja, jetzt Ich habe nur 5 Euro gesehen. Ja, genau. Wann und wo findet die Fraggle Party am 22. März jetzt statt? Was ist denn am 22. März? Druckst du den Liedertext für uns alle aus oder müssen wir dann den selbst mitbringen? Ja, was ist denn da für ein Tag? Ich sag mal danke für die 5 Euro. Das ist so typisch Mann, ne? Danke, danke. Das ist ne? Ein Mann, der nicht so großen Guck mal Worte. hier. Ich meine, guck dir das bitte an. Guck dir das bitte an. Wenn das nicht Hafenromantik ist. Beate and the Sun. It's all magic. Ute sagt Foto. Ja, könnte ich eigentlich machen, oder? Ja, dann los geht's. Könnte ich eigentlich mal machen. Oh, so, mein Rucksack liegt auch allein da. Ist das schön. Ein Foto für Ute. Wir hätten die Capri-Sonne gezogen. Grüß dich. Ich kenne dich schon seit über einem Jahr. Das ist immer geguckt im Fernsehsprung jetzt am Ort. Und war schon ein paar Mal Beate, möchtest du noch was? Beate, sage ich jetzt auch schon. Hallo, ich bin nicht Beate, auch wenn ich mit B anfange. Ich bin nicht Brigitte, möchtest du noch was hier bei uns sagen? Hi und liebe Grüße zu euch allen.
Haben wir das gerockt mit der AIDA? Ja, ganz doll gerockt Oder? heute. Hast War du cool. dich- ja, war ich habe cool, mich ne? so gefreut Ja, über das Typhon. ja, ja, ich immer. liebe das Typhon. Ja. Ja. Hallo Sina, meine Süße. Wir sehen uns im April. Ja, sie steigt nämlich auf AIDA. Aber Nova was auf. ist das für eine tolle Woche gewesen, oder? Wettermäßig. Wetter war echt toll. Also wettermäßig ein absoluter Gucken, was Knaller. sie gekriegt hat von mir. Das war doch ein gutes Geschenk für Kira. Oh, guckt euch das mal bitte an jetzt. Das Bild. Ich krieg schon wieder einen. Ihr wisst, denkt euch den Rest. Ronny möchte noch mal ein Fingerherz um die Sonne herum, Tanja. Oh, Das kann ich immer so schlecht. Das kannst du so. Ja, mach du doch mal. I try my best. I try my best. Schwester Hansen richtet's. Ja. ein Fingerherz. Du musst aber ein bisschen weiter weggehen, sonst bist du zu nah an der Kamera. Weiter, weiter. Geh ruhig noch ein Stückchen weiter. Und weiter nach vorne musst du. Weiter nach vorne. Ja, noch weiter links, weiter links. Weiter, weiter, weiter. Stopp, stopp, stopp. Etwas höher. Ein bisschen hoch. Moment. Oh, Moment. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich das fokussiert bekomme. 3 Zentimeter nach unten. 1 Zentimeter nach links. Stopp. 0,5 Zentimeter. Stopp, stopp, stopp. So bleiben. So bleiben. Guck mal, hier. Das Fingerherz um die Sonne von Schwester Hansen. Cool. Dankeschön, haben wir. Was du alles so kannst. Ich hätte das doch gar nicht. So lange Arme habe ich gar nicht. Ich habe ja Affenarme. Ja, eben. Und Affenbeine. Großes Mädchen. Aber Hauptsache sind nicht so behaart wie beim Affen. Nee. Nein. Das war jetzt der Lotsambo? Obwohl du könntest. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass. Ich weiß nicht, ob Nein, die Beate sind mit doch glatt Lotse wie fährt. Babypopo. Ja. Ich weiß das doch. Ich denke nicht, aber. Wurde gewogen. Ja. Wow, aus Fuhlsbüttel kommen nochmal 50 € von Sven. Uns einen schönen Abend wünscht er und lasst es euch gut Dankeschön. gehen. Vielleicht sehen wir uns ja morgen mal. Sven, Ja. ganz, ganz lieben Dank. Ganz liebe Ganz vorbei. lieben Dank dafür. Wir würden uns freuen. Vergesst dein Handy nicht. Streamen wir denn morgen eigentlich? Oh, sag mal, was ist das für ein Feuerball hier? Ja, das ist. Also. Oder? Beate ist weg, aber ich finde den Ball, den gucken wir uns noch ein bisschen an, oder? Auf jeden Fall. Guck, und kaum ist die Sonne da, ist Malte wieder bei uns und sagt, noch etwas Zeit zum Zuschauen. Mann, ein bisschen. Ja. Das Wetter ist so toll. Wir können auch noch ein bisschen blaue Stunde machen, ne? Ich meine, du könntest natürlich mal den Chat fragen, was sie möchten. Aufhören Chat. oder bleiben? Ausmachen oder Das- bleiben. Erstmal gucken wir uns jetzt diesen schönen Sonnenuntergang an. Also solche, ich meine, In 4K. in 4K, ja. Aber ich glaube, ich muss dann gleich meine Jacke aus dem Auto haben. Die mal- Ersatzjacke. Soll ich die mal holen? Ich gebe Anja mal das Auto, das Mikro. Gib Anja mal das Auto. Oh Gott, Und vielleicht Leute. kannst du dann ja meine Jacke aus dem Ja, Mikro holen. Genau, aus dem Mikro, ne? Genau, das Herrlich. ich doch jetzt mal. Brigitte bleibt auch noch ein bisschen, Bleibt ne? noch ein bisschen, ja. Brigitte, wollen wir uns heute mal betrinken? Oh ja, bin ich gerne dabei. Darf ich? Aber ich habe noch sowas hier. Nee. Ich habe noch Jumpy. Oh, Jumpies. Nee, du hast da so Würstchensnacks. Hier, Cabanossi. Sag mal, bist du ein Hund oder was? Boah, riechen die. Lecker, oder? Ja. Boah, riechen Ganz neu. Weil die Tüte gerade aufgemacht wurde. So ein. Nee. Oh, sind die lecker. Guck mal, Pirata Bernie, 2 € für das Schwester Hansen-Herz. Oh, wie süß. Oh, ich hoffe, Dank. ich hoffe, dass das geklippt wurde auf Twitch. Kannst du mir das auch schicken? Danke. Screenshotten? Was für ein Ball. Oh, ich krieg schon Mitteilung auf Insta. Hier mit dem Herz und der Sonne. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich sehe es doch schon.
Tschüss. Kommt gut nach Hause. Noch viel Spaß in Hamburg erstmal. So, jetzt ist auch niemand mehr da. Jetzt können wir auch versaute Witze erzählen hier. Jetzt ist nichts mehr da. Kein Mensch. Alle weg. Alle weg. Ich nicht. Du nicht. Versaute Witze erst ab 22 Uhr. Ach so, ja, stimmt. Oh, guck mal, was kommt denn da um die Ecke? Kommt da noch ein Fieder? Was? Was schleicht sich denn da hinterm Dogland hervor? Ich sehe nichts. gar Ute hat nicht. gar nichts gesagt. Das Problem ist, Oder hat Ute das geschrieben? Kannst du mich andocken? Ich habe nämlich keinen... Andocken? Ja, hier. Hast du so ein Was so ein meinst du mit Kabel? Andocken? Ach, du brauchst Strom? Ja, ich brauche Strom. Ja, warte Bisschen mal hier. Energy. USB-C hast du, ne? Oder hast du Lightning? Du, ist 4K, ist alles 4K hier. Nee, du hast Lightning. Habe ich nicht mehr solche Kabel. Ich habe Lightning. Habe ich nicht mehr. Hab ich nicht mehr solche Kabel. Doppelstecker. Nein, kriegen wir. Ja, Entschuldigung. Tut mir leid. Ja, dann bin ich jetzt mal kurz raus. Kein Problem. Aber du kannst hier ein bisschen Chat mitlesen. Weil Ja, hier das ist auf nett. dem- Weil der Computer ist gleich weg. Oh, ich gehe jetzt zu Polly. 18:07 ist es, wollte ich sagen. Da bist du ja schon. Da bin ich. 14 Grad haben wir. Oh, danke. Danke, danke. Ach schade, jetzt hättest du natürlich das andere Objektiv auch mitbringen können. Nee, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir wechseln müssen. Ja, ich weiß, aber einen Moment haben wir noch Zeit. Kann ich auch gleich holen. Aber sobald die Sonne weg ist... Oh, ja, da ist singt dann doch- aber jemand ganz fein. Also ich finde es jetzt auch ganz schön schattig hier. Ich muss mal einmal in die Linse greifen. Den Filter etwas aufmachen. Hansa-Fan schlägt vor, dass wir Brigitte mit nach Warnemünde nehmen. Oha. Wann denn? Ich weiß gar nicht, aber ich glaube Ende April geht da die Saison los, oder? Okay, dann habe ich ja da schon wieder. Ach ja, mit Aida Diva. Oder Marc. Da geht die Sonne unter. Ja, demnächst muss man sich auf die Südseite der Elbe stellen, um den Sonnenuntergang zu sehen. Wo Ja, muss man sich hinstellen? Auf die Südseite der Elbe. Wo ist denn die Südseite? da. Ach, da. Andere Seite. Danke. Andere Seite einfach. Wann ist denn die AIDA an der Elbcamp? 1,5 Stunden Ja, ne? ungefähr, ne? Könnt ihr auch noch mal gucken. Stefan ist seit 25 hat sie abgelegt. Stefan 3 Monate. Danke dir. Und er schreibt ganz tolle Bilder heute aus Hamburg. Ja, dann sagen wir doch mal danke, dass ihr alle da wart. Ja, und da ist die Sonne jetzt auch gleich schon weg. Weg. Flieger. Jetzt kommt die blaue Stunde. Die warten wir doch auch noch ab, oder? Da können wir doch noch einen Moment Planespotting machen, oder? Geht's los? Ja, gleich. Was meint ihr? Oh, ich muss ihn erstmal erwischen. War ja irgendwie nicht viel drin. Nee, irgendwie nicht, ne? Schau mir nicht her. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne, grüß Ich mir muss bei den dir ein bisschen mit Mond. reingucken, weil mein Handy ist nämlich empty. Echt? Und er hat kein Ladekabel. Hast du Ich habe im Auto gleich. USB-C? Das ist das SBC, ne? Aber Nee, ich das hab hat das- sie nicht. Das hat sie andere. Ich spreche ja nur ins Mikro. Bin ich doof? Ist es, warte mal, kann sein. Schade. Aber im Auto habe ich eins, alles gut. Doktor, ich habe nämlich nur noch 5%.
Ja, dann nehmen wir doch mal einen zusammen. Ne? Ja. All it together. All it together. Manu ist da aus Leverkusen. Moin, mein Lieber, seit 7 Monaten schon auf Twitch dabei. Du mal das Mikro. Du musst eine rauchen, weil dir kalt ist? Heimlich. Geh mal heimlich eine rauchen. Alida, ganz lieben Dank. Dankeschön. 5 Euro Superchat für einen mega Sonnenuntergang. Ja, also Warnemünde habe ich ein bisschen auf dem Zettel. Hat mir letztes Jahr sehr, sehr gut gefallen. Da ist ja richtig Attacke. Da ist ja noch mehr Hornkultur als hier in Hamburg. Also die leben das da ja richtig. Das ist ja auch quasi Heimathafen der AIDA-Schiffe. Warnemünde, ja. Warnemünde, ne? Und da ist halt immer richtig was los. Deshalb habe ich das natürlich so ein bisschen auf dem Zettel und will da auch hin. Wir sind ja auch Ende August bei der Portparty. Ach, ist das August? Nicht August, April. Aber fängt auch mit A an. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Anfang der Saison. Kann sein, dass da 1 oder 2 Schiffe vorher schon rausgehen, aber ich glaube, mit der Portparty geht so ein bisschen die Kreuzfahrtsaison in Warnemünde los. Ich meine, das wäre so 25., 26. April, um den Dreh rum. Ja, das wird das super. Alle nicken, auch die keine Ahnung haben. Du, immer Wir besser sind live, nicken, ja. ne? Ja. Moin. Du, besser nicken, ne? Und so tun, als ob, würde ich sagen. Genau. Ach, das ist so schön hier, ne? Bisschen bleiben wir noch. Ja, wer weiß, was passiert. Eben. Du, Mit der mit der Beate haben wir auch nicht gerechnet. Ne? Nee, Unverhofft kommt vielleicht oft. kommt ja noch irgendwas aus dem Kühlbrand. Ne? Vielleicht kommt ja noch mal die Polizei vorbei mal und sagen so, Hallöchen, Hallöchen, Sie kleines Flöchen. Die verhaften dich gleich nämlich mit. Oh ja, gerne. Aber du hast ja eh heute Abend Zeit, also insofern. Aber ich muss auch auf eine Party. Ja, macht doch nichts, kannst du doch mitnehmen. Aber ich muss auch meine Haare ondulieren. So, na dann. Das ist doch super. Oh, hier ist die Frage, wie wir die Cruise Days verbringen. Das ist, glaube ich, im September. Im September, ja. So lange denken wir nicht im Voraus. Ja, aber wir müssen uns da schon mal so langsam mit beschäftigen. Guck mal, den Hafengeburtstag planen wir jetzt auch schon. Apropos Hafengeburtstag. Der Hafengeburtstag ist quasi schon durch. Also erstmal kommen ja noch mal ein paar andere Geschichten, ne? Guck mal, Elbwind kommt aus dem Parkhafen. Ja, Parkhafen ist Ja, zu weit. weit weg, aber ja, sehen wir auf jeden Fall. Sehen wir auf jeden Fall. Apropos Hafengeburtstag, vielleicht posten wir noch mal unseren Link für unsere schöne Hamburger Ja, vielleicht, Lounge. vielleicht genau. Ich kann das auch von hier Du kannst das auch von machen, hier oder? aus machen. 12. bis 14. Genau, September ja. sind die Cruise Days. Der Lego Pescher, oh, wie auch immer. Auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank für die Subbombe. Ein 10er-Pack auf Twitch. Ganz, ganz dickes Dankeschön. Guck, hat funktioniert. Also wer da noch gerne dabei sein möchte, meldet euch Elbwind. gerne an. Elbwind kommt aus dem Parkhafen. Nicht auf die Tüte jetzt treten, bitte, Paddy. Oh ja, das wäre dumm. Und Manu haut auch noch eine Subbombe raus, ein 5er-Pack. Manu, ganz lieben Dank dafür. Was bedeutet eine Subbombe? Das ist, ach, das sagt man so, wenn jetzt jemand 5 Abos auf Twitch raushaut oder Mitgliedschaften auf YouTube. Du kannst ja kannst aber auch einen 5er oder einen 10er-Pack. Oh Gott, Paddy, ist es jetzt eine Bombe? Es ist wie die grüne Welle auf YouTube. Das ist so ein bisschen so dieser Sprachgebrauch. Eine Subbombe nennt man das. Cool, danke. Ja, ich lerne ja auch dazu. Ja. Drucki Druckverlust ist ja mein Lehrmeister auf Twitch.
Drucki-Druckverlust. Drucki-Druckverlust. Auch geiler Name, ne? Drucki-Druckverlust. Ja, den wirst du vielleicht auch mal kennenlernen. Könnt ihr euch gegenseitig im Boden sappeln. Wo will denn Elbwind eigentlich hin? Will Elbwind vielleicht zum Tollerort? Das wäre ja toll. Dann komm mal hierher, mein Seuten. Hier Und sind wir. die MSC Monterey hat Neffe Krümel noch entdeckt. Guck mal, da fährt doch auch so was Kleines. Hast du die gesehen? Ja, das ist ein kleines Flachbodenschiff. Und da kommt wohl noch ein Tanker aus dem Kühlbrand. Dankeschön. Die Drachenmutter lässt auch noch eine 5er Subbombe da. Herzlichen Dank dafür. Dann knallt das ja auch. Oh, da knallt das ja Da richtig. knallt das richtig hier. Herrlich. Ja. Elbwind verholt, aber mit welchem Ziel, wäre jetzt mal die Frage. Da der Burchard-Kai, also hier der Athabasca-Kai, ziemlich voll ist, da liegen 3 Schiffe, denke ich mal, dass sie auf jeden Fall hier in unsere Richtung kommt. Entweder zum CDA oder zum CTT. 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 Das ist ja fast bei uns aus dem Fenster zu Ja. gucken. Aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Das wäre noch was. Oh, Sebastian Kolze ist da. In 5 Minuten ist er am PC, dann ist die Maschine da. Dann Ja. ist die Clipmaschine da. Ja. Also auf jeden Fall brauchen wir dieses Herz von Schwester Hansen. Das brauchen wir auf jeden Fall als Clip. Ja. Dude, ich hätte das nicht hingekriegt. Mega geil. Toll. Coral Fisher ist der Tanker. Ich halte die Augen auf, was da so rauskommt. Jetzt bleiben wir erstmal auf Das der ist die Elbwind. Altona. Ist das nicht das? Nee, die Altona ist ja nicht das Loveboat. Nee. Nee. Das sieht fast so ähnlich aus. War es die Blankenese oder was war es damals? Blankenese. Ja, ne? Klar, Blankenese. Halt mal kurz. Schmeiß jetzt mal die ganzen. Kannst du das beantworten, warum das Verholen heißt? Nee, das kann ich dir nicht sagen. Ich denke mal, dass das irgendwie was ist aus. Also was Altes. Verholen, holen wir her. Also ja, also keine Ahnung, ist halt Seemannssprache, aber wo der Begriff herkommt, verholen. Ist ja kalt, mein Sollten. Ja, ich muss jetzt gleich auch mal ins Auto. Musst du Party machen? Nee, ich muss ins Auto, ich habe gedacht, der Frühling kommt, aber jetzt so nee, der Abend ist nicht nee, mehr der Frühling. Abend ist. Paddy, guck mich so an. Mir ist nicht kalt. Nee, du hast ja das Feuer in dir. Ja, ich habe ja nur T-Shirt unter. Paddy und seine Angels hier. Guck Am mal, Frankie sagt, es war die Blankenese. Ja. War das die Blankenese? Ja, das war die, die Blankenese. nein, das war jetzt die Altona. Ach so, Aber ja, aber das Blankenese Loveboat ist die Blanken. Aber gesehen haben wir sie jetzt nicht. Nein. Okay, dann bin ich sortiert. Vielleicht kommt sie ja noch mal. Jetzt ist ja nicht so viel Verkehr. Es sind ja nicht mehr so viele Leute unterwegs auf dem Pferd. So, ich gehe mal runter zum Bus. Brigitte verabschiedet sich auch so langsam. Geht ihr together? Geht ihr alle together? All together. Dann sag ich mal, ich fange mal hier an. Tschüss. Wir hören, ne? Wir hören. Tschüss. Wir hören auch, ne? Komm mit dir. Tschüss, Diggi. Macht's gut, ihr Lieben. Viel Spaß heute Mach's noch im Chat. besser. Adieu, adieu, adieu. Mogs Bette. Weg sind sie. Tschüss, Sikowski. Ja, hier wird schon das neue Dream Team gefeiert. Schwester Hansen und Rainer. Ich habe das schon gesagt, wenn wir Schwester Hansen bei Rainer auf den Beifahrersitz setzen. Aber sie hat Angst, dass sie einschläft. Da hinten. Gleicher Parkautomat. Oh, die gehen da so steil rüber mit der Elbwind. Wollen die sich vielleicht da doch noch an Athabasca legen? Könnte sein, weil da sehe ich nämlich auch Blinkies an der Pier. Und Blinkies heißt ja oft,
dass da Festmacher sind. Das ist doch super. Schade, dass sie nicht direkt bei uns vorbeikommen, aber egal. Aber jetzt kommt so langsam, ist das schon blaue Stunde jetzt? So ein bisschen, ne? Fängt so ein bisschen an, oder? Ja, Gasti sagt nochmal, ich meine, Schiff verholen heißt, wenn man den Liegeplatz wechseln muss, also den Hafen nicht verlässt. Ganz genau. Und Frankie meint, verholen kommt wohl von früher, als Wasserfahrzeuge über kurze Distanz ohne eigenen Antrieb wie Motor oder Segel zu anderen Liegeplätzen verholt wurden. So, noch ein bisschen. Macht Sinn. Oder? Macht alles Sinn. Mike ist jetzt bei unserem Kanal ein neues Fischmarktmitglied. Mike, herzlich willkommen an Bord. Dankeschön. So, Temperatur okay, Bitrate okay. Frame Drops okay. Das ist doch perfekt. Nein, das ist so schön hier jetzt irgendwie noch, ne? Ja, so einen kleinen Moment bleiben wir noch. Ja. Auf jeden Fall. Guck mal, das Wasser steigt auch wieder. Wir haben Flut 1,12 Meter. Ja, vor allem, weil wir gleich noch ein bisschen blaue Stunde kriegen. Ja. Also wenn die Lichter angehen. Hast du denn eigentlich mal so gecheckt, wie das Wetter nächste Woche werden Ich soll? glaube, das soll wieder schlechter werden. Aber Ach ich habe Mann, jetzt du noch hast- nicht für Hamburg geguckt. Nee, aber also es haben auch ganz viele im Chat vorhin schon geschrieben, Mensch, nächste Woche bei uns wieder das Wetter blöd. Ja. Ich meine, das muss man echt noch ausnutzen jetzt, ne? Ich meine, wer weiß, wann wir hier wieder stehen können. Moin, Also wenn ihr noch- Liminis. Und Jammers schreibt, ich habe ein Bild gemacht. Wo kann ich das hinschicken? Jammers, was meinst du mit Bild gemacht? Hast du uns hier fotografiert? Aber ich glaube, du musst dann doch gleich irgendwann das andere. Ja, soll ich das Objektiv mal ganz holen. schnell jetzt holen? Also, wir brauchen es jetzt noch nicht. Aber ich kann du das doch kannst es trotzdem natürlich jetzt. mal Ich holen. Noch kann ich. flitz da mal schnell hin. Ja. Ja, Elbwind scheint da sich auch an den Athabasca legen zu wollen. Was war denn mit dem Tanker? Ja, Robert, das ist aber lieb von dir. Sobald Hamburg Hafen live läuft, schafft er nichts anderes mehr zu machen. Danke, danke. Ach, der Tanker legt an der Köbrandbrücke an. Okay. Ja, ich glaube, das sehe ich von hier aus nicht. Wir bleiben noch ein bisschen auf der Elbwind. Ach Jammers, von dem Herz von Schwester Hans, ein Foto. Du, wir haben das ja selber als Aufzeichnung. Also es ist immer ganz lieb, dass ihr auch Screenshots macht und so. Aber wir haben das ja selber, die Aufzeichnung, und holen uns das dann da oder schneiden uns das da selber raus. Idealerweise als kleinen Clip. Aber trotzdem ganz lieb. Und wenn ihr Screenshots macht, könnt ihr die Fotos natürlich gerne posten, wenn ihr da einen Link zu uns dazu packt. Gleich müssten dann auch irgendwann so die Lichter angehen. Jetzt haben wir so ein bisschen Übergangszeit zur blauen Stunde. Die MSC Monterey kommt gleich noch. Die geht aber wahrscheinlich nach Waltershof, oder? Oder will die vielleicht zum CTA? Das wäre natürlich ganz cool.
Ja, Michaela, geh mal heimlich eine rauchen. Passt schon. Jetzt kommt Tanja erstmal mit dem lichtstarken Objektiv. Ach, jetzt hatte ich das Mikro alles mitgenommen. ganz gut zusammen. Hattest du das Mikro mit? Ja. Das passt aber alles ganz gut zusammen. Dann kann ich nämlich jetzt mal sowohl Objektiv wechseln als auch einen Akku hier. Dafür müsste ich euch nämlich mal... Moment, ich muss das mal bereitlegen. Und einmal auf die zweite... Ich lege euch mal auf die zweite Kamera. Dann gucken wir mal, ob wir gleich wieder ein Bild haben von so große Kamera. Und irgendjemand kocht hier schon wieder. Ja. So, gucken wir mal, ob hier schon was da ist. Ja. Jetzt sind wir gewappnet für Dunkelheit. Also können wir noch ein bisschen. Ja, ein Akku gewechselt, eine Dunkelheit gewechselt. Aber jetzt haben wir doch Ton. Ganz ohne Ja, Ton ich ist glaube, auch wir blöd. hatten, ich hatte, oh, ja, ich habe einen Denkfehler, genau. Als ich bei der Hauptkamera den Akku und das Objektiv gewechselt habe, war der Ton weg. Okay. Oh ja, sorry, habe ich nicht dran gedacht.
Ja, jetzt ist die Ruhe vorbei, auf jeden Fall. Ja, nee, sorry, da habe ich einen Denkfehler gehabt. Ich hätte das Mikrofon umklemmen müssen. Pech beim Denken, sagt Rainer doch immer, oder? Passt ja so, ne? Pech beim Denken gehabt, ja. Oh, das ist ein sehr lustiger Spruch. Ich weiß so und so nicht, wo der immer seine Sprüche hernimmt. Also die kommen auch wie aus der Pistole geschossen. Ne? Das ist irgendwie so... Ich höre den ja abends ganz oft, weil meistens sitze ich so, wenn der mit seinem LKW startet, irgendwie noch so über dem ganzen E-Mails und Online-Shop und so. Und das ist immer so, es ist echt immer so eine Belustigung. Ich mag bei Rainer auch sehr gerne reingucken. Ja, den kannst du wirklich super gut hören. So, ja, jetzt sagt er auch, dass der Ton wieder da war. Ja, das ist doch schön. Ja, sorry. Pazi hat drüber geradet. Pazi, Mensch. Heute auf Motorradtour gewesen. Ich hoffe, es hat alles wunderbar geklappt. Ich habe auch erst mal nachgeguckt, mein Motorrad muss erst im Juli zum TÜV. Weißt du noch, das kann ich jetzt mal mit Dominik, dem Schiffsfahrer, eine Motorradtour machen. Ist das schon wieder so lange her mit dem Motorrad? Weißt du noch, dass wir das auch einmal irgendwie total vergessen haben? Da war das schon abgelaufen, ne? Ja. Mit dem Motorrad. Und so alt ist das ja noch gar nicht. Ja, aber man muss ja trotzdem alle 2 Jahre zum TÜV. Wo hat denn das Schiffchen jetzt hier noch angelegt? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Haben Sie das doch noch da? Da hinten am Athabasca-Kai. Ach, hat das da doch noch einen Platz Ja, gefunden? die haben da noch Platz. Und es kommt aber gleich noch die MSC Monterey. Ja, so ist das halt, wenn man zu viel Baustellen hat. Ja, ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken. Ganz genau. Ganz genau. Ja. Ich check mal so das Wetter für nächste Woche. Kann ich ja mal gucken. Mach doch was mal. So, ja, also ich meine, vertrauen kann man dem ja eh nicht mehr, aber probieren kann man es ja mal. So, wie sieht es denn aus hier? Ja. Ja, also könnte schlechter sein. Also eigentlich ist Donnerstag wieder nicht ganz so schön. Warten wir mal ab, was kommt. Apropos Cruise Days, das ist doch hier wirklich immer so richtig das Mekka, ne? Also da geht das hier auch richtig los, ne? Ja, wobei Cruise Days, also die Parade ist sehr schön, finde ich, am Abend, aber so tagsüber haben die dann da hinten so ein paar Stände aufgebaut, aber es ist halt dann auch wirklich so sehr kreuzfahrtorientiert, ne? So. Okay. Oh, diese Ruhe jetzt. Ja, ist auch mal ganz schön. Herrlich, ne? oder? Aber ich mag es ja auch, wenn ein bisschen was los ist. Ich finde das ja auch immer schön. Ja, hat beides was. Hat beides was. Wir waren übrigens diese Woche auch mal in der Seemannsmission, wir beide. Ja, erzähl doch mal. Ja, also das war total klasse. Wir hatten uns da mit dem Fito Sturm getroffen, dem Leiter von der Seemannsmission. Einfach mal so, wollten wir eigentlich ja schon im Dezember machen und wie man das ja so weiß, dann kann der eine nicht, der andere nicht und dann war Weihnachten, Feiertage und wir wollen ja halt auch ein bisschen wieder was mit der Seemannsmission machen. Also ja, da sind wir gerade so mal ein bisschen zum Gucken, was wir machen können. Und das ist so total interessant. Der hat uns dann auch mal wirklich rumgeführt. Wir waren ja schon oft da, aber so alles haben wir eben halt auch nicht gesehen. Und ich finde selbst in diesem Haus gibt es so viel Historisches, ne, was man irgendwie so nicht weiß. Und also ich finde das ja toll. Zum Beispiel mit der Pamir das. Ja, also da gibt es wirklich tolle Sachen. Und wir wollen halt gucken, ob wir nicht mal in einem Stream euch das alles mal so ein bisschen näher bringen. Nochmal. Ja, also ich will da jetzt gar nicht zu sehr vorgreifen. Nein. Aber die Pamir hat eine starke Verbundenheit zur Seemannsmission Altona. Ja. Also es gab ganz viele interessante Sachen schon in dieser kurzen Zeit, wo wir da waren. Und was sie halt auch so alles auf die Beine stellen. Also ich war irgendwie noch geflashter als vorher. Echt toll. Merle sagt, jetzt ist was zu hören. Merle, du musst mal bitte checken, ob du wirklich live bist. Auf YouTube
YouTube verschluckt sich gerne mal. Wenn man zum Beispiel mal in einem anderen Fenster war und unterm Stream hast du so einen Punkt. Wenn der grau ist, hängst du hinterher. Und dann musst du auf diesen Schriftzug live klicken. Und wenn der Punkt rot ist, dann bist du wirklich live. Das ist nämlich, ja, ich merke das immer dann, wenn irgendjemand mit einer Fehlermeldung kommt, die eigentlich schon ein paar Minuten her ist. Stefan sagt, Monterey geht zum Athabasca Kai 8 nach Abgang der Edith. Stefan, danke für die Info. Dankeschön. Dann hast du aber auch Insider-Infos, oder Stefan? Das steht, glaube ich, nicht öffentlich mit den Liegeplätzen. Da muss ich nämlich auch immer extra nachfragen. Aber dann muss da ja gleich auch noch einer weggehen, oder? Ja, da müssen wir Stefan als weitere Infoquelle verhaften. Ja, das wäre doch mal was. Ich meine, der Platz hier oben ist ja wirklich schön, ne? Und wenn du jetzt mal überlegst, wie viel jetzt an den Landungsbrücken und so los ist und hier oben stehst du einfach. Hier stehen jetzt noch 3, 4 People mit uns. Hast einen super Blick. Also alle, die wirklich auch mal nach Hamburg kommen wollen, ist noch schönes Wetter ist. Also abends ist das hier echt so ein Geheimtipp. Denn schön was am Fischmarkt essen gehen, was trinken gehen, geht auch. Aber da sieht man auch mal, was passieren kann, wenn man jetzt nicht vorher guckt, was an Schiffen reinkommt und rausgeht, sondern wenn man jetzt einfach sagt, oh, ich fahre mal einfach so in den Hafen und will ein bisschen Schiffe gucken, dann kann das natürlich auch mal sein, dass hier Totentanz ist. Das kann passieren, ja. Das kann passieren, aber gut, ich denke mal, trotzdem ist es ja schön hier, so ein bisschen Hafenstimmung. Gibt höchstwahrscheinlich so und so nichts im Fernsehen. Fähren fahren immer. Aber jetzt hat Anja nicht gesagt, wo sie noch tanzen geht, ne? Wieso, wollten da noch welche vorbeikommen? Ne, sie wollte noch irgendwo hingehen. Vielleicht können wir nachher noch mal die Party crashen. Das wäre doch was. Ja, Lukas sagt es auch, Hafenlichter sind einfach toll. Auf jeden Fall. Ist denn morgen eigentlich? MSC und die Aida Nova begegnen sich gerade. Morgen? Ich habe noch nicht geguckt. Nö, ne? Ich habe noch nicht geguckt. Ach, Preziosa wieder. Aber Nova machen wir ja auch immer, aber ich habe mal Bock wieder auf einen Walk. Ja, können wir auch überlegen. Oder morgen Füße hoch. Oder so. Gerd fragt, ob man da noch weiter hoch kann. Also Gerd, das ist hier, was du meinst, ist wahrscheinlich hier dieses Gebäude, das sogenannte Dockland. Also da kannst du hoch, kannst du ganz oben drauf. Was hier an der Seite beleuchtet ist, das sind halt Stufen. Und in einem Stream sind wir da schon mal hochgelatscht. Aber es, ja, mit einem großen Stativ und mit einem Livestream da oben drauf, da brauchst du halt schon streng genommen eine Drehgenehmigung. Ich sag mal, wenn du da jetzt mal hochgehst und ein paar Fotos machst, das funktioniert ganz gut, das ist alles kein Thema. Da kann man vielleicht auch mal ein Stativ aufstellen, um mal schnell ein Foto zu machen, gerade so bei Dunkelheit. Aber für uns... Die haben auch Security, also das, genau, da läuft Security rum. Das kann sein, dass das 2 Stunden gut geht und dass dann Security kommt. Naja, da brauchst du nicht glauben, dass du Glück hast. Also da gucken die schon. Ne? Obwohl und es wird halt irgendwann dicht gemacht. Ne? Also das kann sein, dass... Also da ist jetzt auch schon gar keiner mehr. Das kann sein, dass die jetzt schon irgendwann dicht machen. Dann kommen halt unten irgendwo Gitter davor und dann kommst du die Treppen nicht mehr hoch.
Und CS, war die AIDA schon da? Ja, die ist schon raus. Ist heute ein bisschen früher rausgegangen. Denn ja wieder doch nicht. So ein halbes Stündchen früher ist sie heute los, ne? Aber du kannst auch mal bei der Elbcam gucken. Da müsste sie kommen, so in, was haben wir gesagt? Ja, 3/4 Stunde oder so. Ich kann ja noch mal den Professor Doktor schreibt, wunderschöner Stream heute. Ich kann dir hier noch mal den Link zur Elbcam. Wenn das so funktioniert. Ja, Camper Stefan. Wenn wir sagen, ist nichts los im Hafen, ist doch immer irgendwie was los. Das ist ja immer so relativ. Schön sind natürlich die ungeplanten Dinge, die irgendwie passieren. Du weißt ja auch gar nicht, was jetzt noch passiert. Ja. Wir können ja auch noch Glück haben. Oh, aber der Himmel jetzt, Leute, also ich meine, das schreit doch schon wieder nach Postkarten. Ja, kannst noch mal ein Foto machen. Hast was zum Verschicken. Oh, den Liedertext von den Fraggles haben wir auch noch geschickt bekommen. Ja. Keks, ich glaube für den Fischmarkt. Ich glaube, Fischmarkt ist morgen nicht. Da muss man sich seelisch drauf vorbereiten, auf das früher Aufstehen. Ja, so 2 Wochen mindestens. Ja. Nein. Ja, aber so, jetzt mache ich mal einmal hier den Turboschwenk. Wir haben hier immerhin noch mal 2 Fahrgastschiffe. Die machen jetzt einen richtig schönen Dämmerturn. Guck mal, was hier los ist. Oh, ich finde das ja toll. Die sind auch gut voll. Ja, also ich finde das aber auch schön, hier abends durch den Hafen zu fahren. Also würde ich jetzt auch gerne drauf sein. Das ist schon eine gute Uhrzeit, oder? Ja. Guck mal, hier kommen noch die, ach, wie heißt das Schiff noch? Auf jeden Fall fährt das elektrisch. Die Adler Nature. Genau, Zwergfox, danke dir. Lieber Hafenstream ohne Schiffe als keine Schiffe, als keinen Stream. Ach, so ein bisschen Inhalt darf das aber schon immer haben. Aber gut, ich meine, diese Woche und letzte Woche haben wir ja auch zweimal einfach Sonnenuntergang gemacht, weil wir gesagt haben, das sieht einfach so toll aus. Naja, aber wir haben ja auch Zeiten, da haben wir wenig gemacht, weil du einfach nichts machen konntest, weil das Wetter wirklich mies war. Ne? Und ich denke, wenn man raus kann und das schön ist hier, also wenn ich mir jetzt überlegen soll, in der Bude hocken oder hier am Hafen zu stehen, ist doch gar keine Frage, oder? Das stimmt. Guck mal, jetzt sind die Leute weg, jetzt kann man das hier auch mal zeigen. Also das ist das Dach vom Cruise Gate und dahinter ist dann das Dockland, ein Bürogebäude. Kann man oben drauf und man kann auch vorne unter die Spitze, was auch wirklich ein sehr, sehr schöner Blick ist. Sind nicht nächste Woche auch wieder 2 AIDAs hier? Ich glaube ja. Ich glaube, nächste Woche hätte ich mal Brigitte fragen sollen. Ich glaube, nächste Woche ist hier wieder... So weit im Voraus gucke ich ehrlich gesagt immer gar nicht. Aber das weiß bestimmt jemand im Chat.
Ja. Live-Walk in Waltershof mit Hafenbahn. Ja, das ist auch nicht schlecht. Irgendein Schiff soll doch da noch ablegen. Schon wieder vergessen. Schon wieder vergessen. Ja, wir überlegen mal. Also wir versprechen jetzt mal lieber nichts. Oftmals ist das auch so, dass wir tagsüber dann irgendwann entscheiden, was wir so machen. Streammäßig. Es kann auch sein, dass wir morgen entscheiden, nee, wir legen die Füße hoch, wir tun nichts. Guck mal, gestern zum Beispiel auch. Gestern wollte ich eigentlich... Was ganz anderes machen, ne? Eigentlich wollte ich gestern tagsüber, beziehungsweise zum Sonnenuntergang, noch mal ein bisschen testen, ein bisschen was mit 4K. Noch mal ausprobieren, ob das funktioniert. Und ja, dann ist es aber doch die Terrasse geworden, die ich weiter geschrubbt habe. Ja. Und dann halt abends der Stream. Also es ist immer... Also es gibt natürlich Dinge, die weiß man schon irgendwie so Tage im Voraus, aber vieles entscheiden wir wirklich ganz spontan. Guck mal. Und es ist halt auch immer schwer, sich schon lange vorher festzulegen, weil dann kommt vielleicht doch was dazwischen oder vielleicht will man sich dann ja doch mal mit Freunden treffen oder so. Und wenn man dann aber schon lange vorher was angekündigt hat oder was versprochen hat und das dann doch nicht macht, das finde ich auch immer so ein bisschen doof. Aber ihr wisst ja, dafür haben wir ja auf jeden Fall unseren WhatsApp-Kanal. Ja, nächste Woche kommen wieder Nuva und Zoll. Ist doch gut. Die Edith legt gleich ab. Ah. So, und ich glaube, jetzt habe ich nämlich wieder... Genau, jetzt habe ich nämlich wieder die Einblendung kaputt gemacht vom... Ah ja, da jetzt, ich weiß endlich, was ich zu Hause tun muss. Oh, ich hätte da noch ganz viele Sachen, die du zu Hause tun musst. Wo liegt denn Edith eigentlich? Kann das sein, dass da ganz hinten ein Schlepper ist? Und da gleich irgendwo Edith. Ist das Edith? Ganz vorne. Gigi fragt, wie es dem Italiener um die Ecke geht. Lust auf Italien meinst du bestimmt, ne? Ach, da sind wir so hin und wieder. Ja, das ist immer nett. Ja, das ist immer nett und ja, ist ganz lustig. Also einige haben das ja mitbekommen, dass wir zu einem Livestream da waren. Und seitdem kennen die uns. Also die haben sich das gemerkt und also es waren auch schon ein paar Zuschauer da, so, die jetzt mal nach Hamburg gekommen sind. Ja. Das ist immer ganz lustig. Können wir eigentlich auch nächste Woche noch mal hin. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Ein neues Fischmarktmitglied. Ich danke dir vielmals. Ich muss gerade noch mal hier die Einblendung. Ich habe sie wieder kaputt gemacht. Fairplay 94 ist da hinten dran. Also nächstes Mal passt das mit den Einblendungen beim 4K-Stream. Ja, mach ich morgen früh beim Käffchen morgen früh. Du musst ja eh was zu tüdeln haben. Ja, ich brauche auch immer was zum Basteln. Also wenn das System fertig ist und alles rund läuft, dann ist... Dann machst du was kaputt, damit du was zu tun hast. Ne? Ganz super. Genau. Waufziehbär wünscht auch einen schönen guten Abend. Ach guck, jetzt wird es auch ruhig im Chat.
Jetzt sind alle die da, die noch so ein bisschen Entspannung wollen. Ja, aber es ist doch auch schön hier noch ein bisschen chilligen Hafen. Ja. Das Gute durch die Fähren ist ja eigentlich immer irgendwie ein bisschen was los, ne? Fairplay 94 ist da hinten an der Edith. Ja, schade, dass die Monterey nicht näher zu uns rankommt. Da bin ich jetzt natürlich ein klein bisschen im Nachteil mit dem Objektiv, was für Dunkelheit ist. Das hat leider nicht ganz so viel Zoom. Und Raimon hat nochmal durchgezählt. Vorne liegt die Edith, dann Bianca Rambo, dann die Elbspring und davor die Elbwind. Dankeschön. Kann ich mir zwar eh nicht merken. Ich finde das ja total cool, dass noch so viele Leute dabei sind, ne? Ja. Das ist echt Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ihr das auch so schön findet. Komm, wir beantworten noch ein bisschen Fragen im Chat. Wir machen ein bisschen Just Chatting. Phil fragt, wann ich wieder mit Rainer fahre. Also ich glaube, Rainer würde mich sofort jederzeit wieder mitnehmen. Ich habe da auch voll Bock drauf. Ich glaube aber auch, dass man sowas so ein bisschen, also dass man das nicht zu oft machen darf. Nein. Also ich finde das ja unheimlich toll, mit anderen Creatoren, Content Creator, sagt man ja, Sachen zusammen zu machen. Und Rainer ist echt mega Gewinn, dass wir den kennengelernt haben. Aber ich glaube, man sollte das nicht überreißen. Also jetzt, er war ja mit uns dann auch bei der Azuka unterwegs letzte Woche. Ich bin auch ab und zu bei ihm mal im Chat ein bisschen und wir schreiben dann auch. Aber ich glaube, da dürfen ruhig mal so 1-2 Monate vergehen, bis man dann wieder mitfährt. Vielleicht oder? hast du ja bald mal eine Aufgabe. Vielleicht musst du ja auch mal so eine Kabellage da im LKW richten. Das ist unlösbar. Rainers Kabellage ist unlösbar. Aber lustig wäre es. Thomas fragt, was das für ein Objektiv ist. Thomas, das ist jetzt ein 70-200. Und normalerweise wende ich ja den Trick an, dass ich die Kamera auf Crop umschalte und dann kann ich da 300 mm rausholen. Aber bei 4K 60 funktioniert das nicht. Da kannst du nicht auf Crop umschalten. Deshalb habe ich jetzt wirklich nur native 200 mm. KM schreibt, es sind auch Leute dabei, die bisher nichts gesagt haben. Moin, ihr Lieben. Ja, also ich finde auch, wir können mal wieder die ganzen Lurker, die stillen Zuschauer, können wir mal wieder begrüßen. Schön, dass ihr auch dabei seid. Ja, dann haben wir heute auch schon alles gehabt. Bisschen chillig, bisschen durchgeknallt. Ja. Naja, aber Also wenn das Bild bei euch leicht unscharf ist, müsst ihr eventuell einmal YouTube neu laden. Ich will nicht ausschließen, dass zwischenzeitlich der Fokus mal nicht passte, aber YouTube macht es halt gerne mal, ja, dass er sich verschluckt und dann die Auflösung runterdreht und dann ist das Bild plötzlich unscharf. Aber ich finde das ja auch immer schön, wenn mal so jemand vorbeikommt, so wie Brigitte oder Anja halt auch oft dabei ist. Was ja viele nicht wissen, Anja war ja früher oft schon bei uns im Stream, ne? Auch so in dem ersten Jahr, aber das ist gar nicht so aufgefallen. Guck mal hier, Finger weg von der Kabellage im Duffy, das muss so. Allein, das muss so. Das muss so.
Also ich könnte mich jetzt auch, wenn wir hier Schluss machen, nachher irgendwann noch fast noch auf die Hafenfähre setzen und so ein bisschen durch den Hafen fahren. Ne? Das Licht ist halt abends auch am schönsten. Also ich finde, heute zum Beispiel hat man schon gemerkt, also wenn wir jetzt eine Stunde eher gestreamt hätten, dann hätten wir schon wieder dieses harsche Sommerlicht gehabt. Das war schon ganz gut. Als die AIDA dann rausging, da passte das. Da war das richtig schön. Guck mal, da kommt doch ein Schleppi. Der hat es aber auch nicht so wirklich eilig, ne? Nö. Oh, oder jetzt so mit dem Schlepper durch den Hafen fahren, herrlich. Hier schreibt auf Twitch gerade jemand, nächste Woche soll es teilweise Schnee geben. What? Aber nicht in Hamburg, Ich bitte hoffe nicht in Oh nein. Hamburg. Also ich hatte jetzt nur, also also Donnerstag sah es so ein bisschen nach Regen aus, aber sonst war halt so wolkig. Ich habe da jetzt nicht weiter geguckt. Oh nö. Oh, bitte nicht, ich gucke lieber nochmal. Also wenn, ganz erst zum Wochenende, aber nee, das, na, so nur nachts 0 Grad. Oh, bitte kein Schnee. Joachim schreibt, er freut sich auch schon auf Warnemünde. Ja, Warnemünde war echt gut. Hat mir gefallen. Ja, aber es ist doch ganz schön, auch mal nicht nur Hamburg, wenn wir auch noch ein bisschen was anderes zeigen können. Ich meine, Hamburg gibt es ja immer was zu gucken. Und das ist echt das Schöne hier an dem Hafen, ne? An so einem Stadthafen. Ich meine, das ist, wie gesagt, du kannst dich da hier echt jetzt hinstellen. Du könntest auch noch 2 Stunden weitermachen. Ja. Es war ja immer schon die Frage nach einer 24-Stunden-Cam bei uns aus dem Fenster oben von Deck 7. Ja, da müssen wir mal gucken. Wir haben ja jetzt im Moment diesen 24-Stunden-Stream mit den alten Aufzeichnungen laufen. Wobei das da halt auch schon losgeht, dass die sich immer wiederholen. Ne? Also ich weiß auch nicht, ob ich den auf ewig laufen lassen werde oder ob ich irgendwann sage, dass ich den mal wieder abschalte. Also ich habe das, glaube ich, doch ein bisschen überschätzt, was ich an Material habe. Ja. Also da sind zwar, weiß ich nicht, jetzt 130, 140 Streams drin, aber wenn das rund um die Uhr 24 Stunden läuft, dann sind die halt irgendwann auch durch. Vielleicht musst du noch ein paar mehr da einpflegen. Ja. Ja, aber weißt du, bei uns ist ja auch wirklich, auch so mit einer 24-Stunden-Cam, ich meine, bei uns ist ja echt so, dass wir auch dabei sind. Ne? Und du, man muss das alles mal ausprobieren. Ich will das nicht ausschließen, vielleicht probieren wir das mal, aber ich glaube, ein Stream lebt halt auch von der Moderation. Es gibt mit Sicherheit auch einige, die dann gerne mal so auf so einer Webcam gucken, aber das gibt es ja auch. Ne? Es gibt ja Webcams hier im Hafen, es gibt die Elbcam, die 24 Stunden läuft. Und es gibt bei Livespotting gibt es eine Kamera, die hat fast die Sicht, die wir von Deck 7 haben. Ja. Ne? Also ist zwar jetzt nicht so die geilste Qualität, aber immerhin, wer mag, kann da zumindest mal einen Blick in den Hafen werfen. Per hat noch eine Mitgliedschaft verschenkt. Per, danke schön. Dankeschön. Ja, lohnt sich das noch auf die MSC zu warten? Aber die legt ja da hinten ganz am Anfang an. Ja, einen ganz kleinen Augenblick können wir ja noch gucken. Wo ist die denn jetzt? Doreen guckt wahrscheinlich in Dauerschleife. Sie sagt, der Stream vom 4.3. kam relativ oft. Vielleicht muss ich auch den Zufallsgenerator mal ausschalten und muss einfach mal sagen, ich lasse die alle so laufen, ne? Dass die chronologisch durchlaufen. Ja, ja, dann weiß man zumindest,
Ja, dass jedes aber- Mal was Neues kommt. Naja gut, man muss ja auch was Neues auch immer ausprobieren und irgendwie verbessern, ne? Ist ja so. Manchmal weißt du auch erst durch Ausprobieren, ob etwas Mist ist oder ob Ja. etwas funktioniert. Ja. Du machst dir vorher Gedanken und denkst, das könnte cool sein und dann machst du es und dann stellst du fest, es ist eigentlich totale Grütze. Und andersrum gibt es genau das Gleiche. Also wir haben auch schon Sachen gehabt, wo ich vorher skeptisch war und dachte, ach Mensch, ist vielleicht jetzt nicht so spannend. Und dann machst du es und ja, die Community feiert es plötzlich. Screambass hat uns vorhin von der Fähre gesehen. Ach. Danke dir für 18 Monate dabei. Ja, und Liminis sagt auch, der Schnack ist der Mehrwert. Ja, das ist ja auch irgendwo so das Herz des Kanals. Ja. Ne? Also ich denke irgendwo, Also wie gesagt, wir probieren gerne etwas aus, aber wir sind natürlich auch trotz unseres Alters immer noch teilweise lernfähig. Und wenn wir dann feststellen, dass irgendwas doch nicht so fruchtet oder so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, dann korrigieren wir auch Sachen mal wieder, lassen sie sein oder ändern sie ab. Sky Mosquito, ganz lieben Dank. Er schreibt, unsere Bildqualität ist einfach super. Herzlichen Dankeschön. Dank. Dankeschön. Das freut mich total. Keks sagt, ich brauche auch Gesabbel. Ja, ist einfach so. Ja, Stream ohne Sabbeln gibt's bei uns nicht. Watchy schreibt einen Abend und lässt im 2. Monat seinen Sub da. Dankeschön. Dankeschön. Und ja, die MSC ist jetzt so langsam Höhe Airbus. Ach, ich finde, da warten wir noch drauf. Dann haben wir einen schönen Abschluss. Wir haben noch ein bisschen Restlicht. Oder guck mal, wie schön das jetzt ist hier mit dem Dockland. Also, ist schon ein schönes Plätzchen. Ja. Ohne Streit. Okay. Ach, Janet sagt das auch. Stream ohne Moderation. Das ist nicht gut. Nein, dabei bleiben wir ja auch. Da kommt ja noch ein Schlebi. Ja, wo wollen die hin? Oder wo kommen die her? Das Schlimme an den ganzen 24/7-Kameras, die Live-Kameras, diese ganzen Webcams, ist ja, die kommen ja alle so aus dem Überwachungsbereich. Ich habe mich da ja auch mit Dennis lange drüber unterhalten. Ich weiß ja auch, was Dennis für eine Kamera hat. Das Problem ist halt, dass die alle eingeschränkt sind, was die Bildqualität angeht. Die haben halt extrem kleine Sensoren, die sind bei Dunkelheit, sind die nicht gut. Das ist ganze Auflösung, der Detailreichtum, die Dynamik und so. Das ist alles halt nicht zu vergleichen mit einer Vollformatkamera. Na? Und von daher, ja, würde ich natürlich mir dann auch wünschen, wenn ich da so eine 24/7-Kamera hätte, dass die auch die Qualität hat, wie hier so eine, die ich jetzt hier einsetze. Aber die gibt es natürlich nicht für so einen Einsatz, also dann ferngesteuert und wasserdicht und so weiter. Die Kamera, die ich dafür haben wollte, die gibt es, glaube ich, nicht. Oder sie kostet 500.000.
Hier ist wieder die Frage, was eigentlich diese blauen Eier sollen. Das ist, hier ist Klärwerk und das sind Fauleier. Was da genau rumfault, kann ich euch aber gar nicht sagen. Ja, ich kann nicht erklären, wie das Klärwerk genau funktioniert. Also ich weiß, das sind Faultürme oder Fauleier. Ich glaube, Faultürme müsste es richtig heißen, aber... Also früher mit der Klasse haben wir das irgendwann mal besichtigt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt das genau war, aber wir waren da echt mal mit der Schule und das hat so gestunken, das glaubst du gar nicht. Oh, das war schon echt komamäßig. Kann man da reingehen in die Eier? Ja, also da glaube ich nicht, aber du konntest wirklich so diese Kläranlagen echt besuchen und das war also echt schlimm. Konntest du da auch in diese einzelnen Becken gucken und so, oh nee. Also schön ist was anderes. Obwohl, weißt du, was du auch in Hamburg machen kannst? Da könnte ich auch mal einen Link, oder du kannst in Hamburg in die Kanalisation und das ist richtig cool. Ich meine, da stinkt das auch wie Holle, aber das ist richtig interessant. Ach, Fairplay 95 war das. Guck, ich habe heute noch mit Philipp geschrieben. Für eine halbe Million kann ich besser ein eigenes Boot kaufen oder einen ausgemusterten Schlepper. Ja, das wäre in der Tat. Ein Schlepper wäre schon klasse, ein eigener. Aber Ja, es ist das wär halt echt dann cool. auch immer, dann geht's halt los. Pflegung, Wartung, Maintenance, Liegeplatz und. Also da kommt ja wirklich eins zum anderen. Meinst du, wir sehen denn jetzt viel von dem Schiff? Ja, ein bisschen was kann man noch sehen, ne? Also wir werden es auf jeden Fall erkennen. Sagen wir es mal so. Aber irgendwie brauchen wir ja einen Abschluss. Auf jeden Fall. Was kommt da noch? Ach, da kommt doch schon wieder eine Fähre. Guck mal, Camper Stefan ist auch 15 Monate schon dabei. So, erstmal gerade den Weißabgleich anpassen. So passt es jetzt etwas besser von den Farben. Ach, guck mal, Huibu ist da und sagt, in den Türmen verfault der Klärschlamm, dadurch wird Gas produziert und damit dann wiederum Strom erzeugt. Ja, ich meine, Okay. wenn es dann auch noch zu irgendwas gut ist. Okay. Strom aus Kacke. Ich würde mal sagen, du hast es auf den Punkt gebracht. Torbi fragt, wann ungefähr kommt die AIDA? Die ist leider schon weg. Also wir haben jetzt hier nur noch so ein bisschen den Sonnenuntergang genossen, warten jetzt noch auf die MSC und
ja, sind aber eigentlich hier schon in den letzten Zügen. Also AIDA, da war es noch hell. Guck mal, der Rolf hat doch was Nettes für dich geschrieben. Mensch, Paddy, du bist der Vorzeige-Hamburger mit den besten und schönsten Bildern. Oh. Dann kannst du bestimmt heute Nacht wieder nicht schlafen. Das ist lieb. Das ist wirklich lieb. Ja. Das freut den Nerd. Ja. Aber ich freue mich halt auch immer extrem über schönes Licht. Das ist echt so eine Macke von mir. Also Licht und ein schöner Bildaufbau, damit kann man mir eine große Freude machen. Und der schreibt, wenn er mal ein eigenes Boot hat, nennt er das die mürrische Möwe. Ja. Aber da musst du auch vorne so eine mürrische Möwe auf jeden Fall auf dem Boot irgendwo drauf haben. Auf jeden Fall ein schöner Bootsname. Also ich glaube, Strom aus K. ist jetzt auch so ein Running Gag, oder? Die Schlepper rücken alle aus. Wo wollen die denn hin? Ich meine, einer nach dem anderen, die kommen ja alle von ihrem Liegeplatz an. Schreib mal, Herr Philipp. Wir wollen das wissen. Wo sind die denn hin? Ach, weißt du, was kann das sein, dass die Grande Hamburgo ist schon wieder weg, ne? Die ist schon die sind weg. Gestern weg, ne? Könnt ihr nicht mal gucken, ob da irgendwas kommt? Ach, Matze schreibt auch so lieb. Vielen, vielen Dank. Das freut uns sehr. Wo wollt ihr alle hin? Weißt du, es ist ja auch schön, ne? Ich meine, jetzt haben wir diese ganze Technik und ja auch die Möglichkeit, irgendwie zu senden. Ach, dann kann man auch mal sowas jetzt im Hafen machen, wo nicht ganz so viel los ist. Ne? Ich meine, gucken echt noch so viele Leute zu. Ich meine, sonst steht das Zeugs unnütz rum. Vor allem, wenn das Wetter mitspielt. Ja. Also im Winter muss ich sagen, da gab es ja auch den einen oder anderen Stream, da ist man dann auch froh, wenn das Schiff durch ist und man einpacken kann. Aber das fühlt sich hier definitiv nicht an wie Arbeit. Also Frankie sagt, die 95 fährt Richtung Landungsbrücken und Richtung Elfi. Also, Ach, dann wollen die bestimmt da hinten zum Oswaldkai, oder? denke ich, ne? Und die MSC müsste gleich um die Ecke kommen. Aber es kommen immer noch welche dazu. Ja, alle, die jetzt so ein bisschen später dazu gekommen sind. AIDA ist leider schon weg. Waren sehr, sehr schöne Bilder. Und wir warten jetzt eigentlich nur noch auf ein Abschlussbild mit der MSC, die eigentlich jeden Moment jetzt um die Ecke kommen müsste. Ich schwenke mal zurück. Und Aber Frankie hat noch mal nachgeguckt. Am Oswaldkai liegt im Moment nichts. vielleicht sind die auch da, also da sind ja noch andere Anleger. Ja. Also es ist ja nicht nur der Oswaldkai, da hinten ist ja auch noch der, wie heißt der? Südwestkai, glaube ich, oder? Oder Ost-West? Nee, Südwestkai heißt der, glaube ich. Ach, Hans Olaf hat heute Geburtstag. Der war doch gestern schon da, hat gesagt, er hat morgen Geburtstag. Ja, Happy herzlichen Birthday. Glückwunsch zum Geburtstag. Soll ich noch mal raushauen, das Geburtstagshorn? Ja, los.
Ina lässt noch mal 2 Schweizer Franken da und meint, die gehen fürs Schlepperballett jetzt üben. Ja, dann hätten sie das ja auch hier machen können. Das hätten sie direkt vor unserer Nase machen können. Trommelkasper, ein halbes Jahr auf Twitch. Ganz lieben Dank. Danke für deinen Sub. Südwesthafen heißt es, ganz genau. Südwesthafen. Danke, Fletenkieker. Kommt dir das auch schon so super spät vor? Dabei ist es irgendwie erst Viertel Ist nach gar nicht 7. so spät, ne? Nein, Für einen es ist erst Samstagabend. Viertel nach 7. Nein, also der Abend fängt ja jetzt eigentlich erst an, ne? Timo, bei dem Happy Birthday Horn haben wir keine Einblendung. Das ist ohne. Weil das ja auch mehrere Schiffe sind. Ich glaube, die wäre sehr lang, die Einblendung. Irgendwas kommt da aber, oder? Rechts an der Seite? Ja, du kannst das von da besser sehen. Irgendwas kommt da. Frankie fragt nochmal Südwesthafen, gleich Steinwerderhafen. Ich glaube, das heißt gar nicht Südwesthafen, ich glaube, das heißt Südwestkai. Ich glaube, der Hafen, das Hafenbecken heißt, glaube ich, gar nicht Südwesthafen, oder? Ich meine Südwestkai, der Anleger. Guck mal, da kommt auch so ein kleines Bötchen. So eine kleine Barkasse. Könnte das Elas sein? Ich sehe das von hier oben nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, das oder? ist, glaube ich, keine Elas-Barkasse, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Nachts sind alle Barkassen schwarz. Ja. Daniel ist seit 10 Monaten dabei und er schreibt immer wieder toll bei euch. Bin am 9.5. dabei. Sehr cool. Klasse. Oh, da freuen wir uns. Das wird auch richtig gut. Schipholbrook Galaxy, da gehen sie hin, die Schiffe, die Schlepper. Ah, okay. Ja, aber von der MSC werden wir, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel sehen da hinten. Na, Andreas schreibt das auch nochmal, Südwestterminal. Also dann ist das Südwestterminal und der Steinwerder Hafen. Okay. Habe ich das jetzt richtig auf die Reihe bekommen? Naja, so lange, bis hier jemand das Gegenteil beweist, würde ich mal sagen, oder? Und der Bio-Deutsche fragt nochmal, welche Kamera wir benutzen. Er braucht eine für seine Kreuzfahrt. Also ich glaube, ob du mit unserer Kamera so gut bei einer Kreuzfahrt bedient bist, glaube ich. Also die Frage ist immer, was du machen möchtest auf der Kreuzfahrt. Und natürlich ist die Frage, was du an Budget hast. Und willst du fotografieren, willst du filmen? Also ich glaube, die Frage können wir da so pauschal nicht schnell beantworten. Ja. Also ich benutze hier verschiedene Sony Alpha Kameras und ja, ob man die einfach so empfehlen kann, da muss man halt wie gesagt schauen, was das Anwendungsgebiet ist, also was du machen möchtest. Vor allem ganz, ganz wichtig ist Foto im Vordergrund oder Video.
Ist denn die Nova eigentlich schon an der Elbcam? Das kann ja ganz bestimmt der Andreas beantworten. Der ist doch auch hier im Chat. Den sehe ich doch. Andreas, wie lange dauert das noch bis zur Elbcam? Ungefähr. Ah, guck mal hier, Fledenkieker hat es auch nochmal. Steinwerder Hafen und Südwesthafen sind 2 Hafenbecken. Ah, okay, Südwesthafen ist zur Hälfte zugeschüttet. Okay, ich muss mir das auf der Karte nochmal angucken. Auch irgendwas, was dann noch so fehlt. Ja, da ist gerade was, ich muss mal ganz schnell schwenken, da ist gerade was an uns vorbeigehuscht in den Köhlbrand. Also Andreas sagt, noch Viertelstunde ungefähr bis zur Elbcam braucht noch die Nova. Ja, dann gehen wir jetzt noch einmal rüber zur MSC. Gucken mal, was die da hinten treibt. Liminis, es reicht vor allem nicht, sich einfach nur eine gute Kamera zu kaufen, weil wenn du streamen möchtest, dann ist in der Tat nicht mal die Kamera das, ich sag mal, der neuralgische Punkt. Da gibt es so viele Stolpersteine und da muss man vor allem sich sehr, sehr viel mit den sogenannten Encodern und mit Übertragungstechnik, mit Routern, Modems und so weiter beschäftigen. Da gibt es halt so viel, was Stabilität und auch die Qualität beeinflusst. Es reicht nicht aus, sich da einfach nur eine gute Kamera zu kaufen. Wobei ich ja auch immer wieder überrascht bin, was man heutzutage mit dem Handy machen kann. Guck mal, auch Malte zum Beispiel. Malte macht das ganz einfach mit dem Handy, mit einfachsten Mitteln. Das ruckelt zwar bei dem die ganze Zeit, aber der hat trotzdem tolle Bilder. Der ist flexibel mit seinem Handy. Der braucht das einfach nur anschmeißen, macht einen Livestream und glänzt natürlich dann durch sein Fachwissen und dadurch, dass er einfach Bilder hat, die sonst keiner hat. Ja, da kommt die MSC. Mensch, die will jetzt da hinten anlegen. Das ist aber auch weit weg alles. Aber guck mal, wer hier kommt. Auch lange nicht gesehen. Ich meine, wir müssen ja auch mal dazu sagen, heute hat ja auch Willi die Saison eröffnet. Absolut. Und der ist echt in so einem dünnen Pulli oder so gefahren. Also der hatte keine dicke Aber Jacke genau an. als Willi kam, da hatten wir einmal da haben wir ein paar Frames verloren. What? Ja. Ja, das kommt, weil der mit seiner Musikanlage hier wieder Ja. aufgetrumpft ist. Der hat hier alles weggesogen. Och, Parziman ist jetzt zu Hause und hat einen frischen Schlüpper an. Ja, super. Ja, also vielen Dank. Vielen Dank
für die detailreiche Information. Ist genau das, was wir heute Abend gebraucht haben. Aber die Partyschiff-Saison ist noch nicht wieder eröffnet, ne? Wo hier so richtig Rambazamba wieder mit Lautmucke vorbeikommen. Nee, richtig Halligalli ist auf der Princess gerade nicht. Zwergfox weist darauf hin, dass am 19.04. auf der MS Koi Schlagercruise ist. Oha, Da könnten wir doch mit mit Anja hin. mit Schwester Hansen hin Oha, du. zur Schlagercruise. Aber das ist auch höchstwahrscheinlich beim Schlager-Move direkt, ne? Ich glaube nämlich... Ist denn der schon im April, der Schlagermove? Nein, der ist doch später. Nee, stimmt. So, mal schauen, was die MSC da hinten treibt. Oh, da ist jetzt duster. Gucken, wann Schlager-Move ist. Ja, die haben zum Anlegen angesetzt. Nee, im Juli ist es erst Schlager-Move. 4.7., 5. bis 5.7. Oh, jetzt aber auch schön, ne? Wenn die unten ins Bild fährt. Guck mal, da im Hintergrund wird geladen. Da fliegt ein Container rüber. Also das Bild gefällt mir ja gerade. Ist auch gut. Hier kommt auch noch irgendwas. Ja. Weil die MSC echt duster ist da hinten. Die ist echt duster. Was kommt denn hier vorne noch? Das weiß ich gar nicht, wer das ist. Hier vorne. Da sind wir gerade drauf. Kleiner Tanker, oder? Diana, jetzt kann ich es endlich lesen. Und die AIDA kommt jetzt zur Elbcamp. Chris, danke schön. Dankeschön. 2 Euro nochmal.
Guck mal, haben wir wieder nicht geschafft, die AIDA auf der Elbcamp zu gucken. Nee. War wieder zu lange hier Nee. heute. So, dann schwenke ich jetzt noch mal zurück. Gucken wir noch einmal auf die MSC und ich glaube, so langsam. Was meinst du? Ja, wenn da jetzt nicht noch irgendwas kommt, wo die Schlepper dran war, was jetzt noch lange dauert, würde ich sagen, es ist doch ein schöner Abschluss, oder? Da legt die MSC an. Und Sky Mosquito fragt, sind die Bilder hier eigentlich besser, als man das mit bloßem Auge sehen würde? Ja. Ja, das ist so. Die Kamera bietet halt die Möglichkeit, das alles so ein bisschen aufzuhellen. Und gerade da, wo es sehr dunkel ist, da kann die Kamera halt ein bisschen mehr sichtbar machen. Also jetzt mit bloßem Auge kann ich zum Beispiel die Umrisse von der MSC gar nicht erkennen. Ich sehe mit bloßem Auge eigentlich nur diese Lichterreihe an der Seite. Aber ansonsten erkennt man da nicht viel. Amarok, vielen, vielen Dank für 7 Monate. Danke für deinen Sub. Dankeschön. Und der cholerische Delfin haut auch noch einen Sub raus. Dankeschön. Danke. Oh, jetzt geht's los. Zwergfox ist mit 200 Bits dabei. Danke. Dankeschön. Und Captain Kuddel fragt, ob wir auch so Streams bei den Osterfeuern machen. Keine Ahnung. Ja, weiß ich gar nicht. Das ist ja nur so, also müsste man auf dem Schiff dann irgendwie vorbeifahren oder so, ne? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hatten wir letztes Jahr schon überlegt, aber also ich habe das auch schon mal gemacht. Also ich habe das sogar schon zweimal gemacht. Ich kann mich halt auch immer nur erinnern, dass es sehr dunkel war. Du hast zwar sehr viel von den Feuern gesehen, aber zu der Zeit gab es auch noch richtig viele Feuer an der Elbe. Mittlerweile ist das, glaube ich, auch aus so Brandschutz. Also da haben die doch irgendwie echt jetzt ganz andere Auflagen. Also da hattest du richtig viele Feuer und ich fand das schon dunkel. Also du konntest von dem Schiff gar nicht so viel von den Feuern sehen. Die sind dann doch wieder verhältnismäßig weit weg. Ja, also eigentlich eben. müsste man dann wirklich das Handy nehmen und zu den Feuern hinlaufen. Ja. Aber da kriegst du auch nirgendwo einen Parkplatz. Also Osterfeuer in der Elbe ist Albtraum, was Parken angeht. Oh, Hype Train ist wieder unterwegs. Lama Jana, danke dir für 100 Bits. Und Schwarzbart Jürgen haut auch nochmal 300 Bits drauf. Dankeschön. Also das mit dem anderen Dampfer dauert wohl noch. Ja, das dauert noch. Ich denke auch, wir sind jetzt, glaube ich, ganz gut dabei. Müssen auch irgendwann mal zu den Hunden. So, das Einzige, was jetzt, glaube ich, gar nicht funktioniert bei Dunkelheit, das ist... Nee, die Kamera geht jetzt... Also ich habe ja als zweite Kamera hier als Krücke das Handy, aber das geht ja gar nicht im Moment. Also, erkennt man das? Hallo? Wir sind Hallo. die Geister vom Hafen. Warte, ich hol mal ein Licht. Vielleicht kann ich ein bisschen Licht machen. Mal schauen, ob das
irgendwie geht. So, warte, jetzt muss ich das hier drauf machen. Da. Und einmal festmachen. So sieht man ein bisschen was. Ja. Ja, war doch ein richtig schöner Abend, oder? Ja. Und der Jannik haut auch nochmal Jannik haut nochmal 2 Euro raus. Ganz lieben Dank, Jannik. Dankeschön. Ja. War ein richtig schöner Abend. Tolles Licht, schöne Temperaturen. Also jetzt klar, jetzt wird es ein bisschen kühl, aber vorhin war es richtig klasse. Ordentlich Party mit Schwester Hansen, mit Brigitte. Auch ein bisschen chillig noch unterwegs. Genau, wir hatten richtig schön 2 Teile. Wir hatten einen Partyteil und wir hatten aber auch jetzt hier nochmal so einen entspannten Teil. Toller Sonnenuntergang, der Sonnenball war richtig, richtig schön. Also mir hat es gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und wir sagen auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank, dass ihr überhaupt dabei wart. Also alleine schon einschalten ist ja eine große Ehre. Aber natürlich auch ganz lieben Dank für die Kanalunterstützung mit Mitgliedschaften, mit Spenden, mit Bits und mit Subs. Und danke natürlich auch an unsere Moderatoren, dass ihr wieder dabei wart. Vielen, vielen Dank. Dass ihr auch mit dabei seid überhaupt, dass ihr im Chat ein bisschen geguckt habt, was da los ist und auch noch ein paar zusätzliche Fragen beantwortet habt. Großartig. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen... Bis die Tage, ne? Bis die Tage. Ich gucke jetzt noch einmal, ich glaube, hier ist gerade noch was gekommen. Ich glaube vom... ich muss noch einmal kurz mit der Kamera hier zurück. So, ich gehe noch mal einmal da auf den Pegelturm, denn ich habe hier irgendwas gesehen. Ich habe das ja aber auch auf dem Handy sonst. Der Olaf Meissner hat noch mal 5 Euro rausgehauen. Dankeschön. Ich und meine Frau Anja wünschen euch einen wunderschönen Abend. Das ist ganz, ganz lieb von dir, Olaf. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.